Let's go. Oh mein Gott, was zur Hölle? Warum geht's gleich mit sowas los? Oh, hey you guys. What Als are ob the ich instant in dem chances? Event drin bin. You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. I was just looking at a Mondstadt children's book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost like a prophecy. If you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. So, 4 things in total. Here, have a look. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Oh Helga, so Hiya. große. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just Und mentioned? sie ist einfach eine Stalkerin, was zur Hölle? It was called The Boar Princess. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Do you know her? Let Paimon do the honors. Kale, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Kale. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hi. Was zur Hölle? This Den is von 10 getting Social awkward Skill. fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Could it be real? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against, I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Bitte bestäube meine Tulpen. Das ist eine eine sehr interessante Aussage, Alex, danke. Und wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was deine Tulpen sind. Aber ja. Trotzdem sehr interessant. Alpha Cut schreibt einfach cringe. Du siehst den Chat nicht. Dafür sehe ich es, was du schreibst. Also, da kannst du jetzt nicht versuchen, mich zu gaslighten, dass du das gar nicht geschrieben hast. Also, das habe ich hier schwarz auf weiß gesehen. Er weiß auf schwarz, aber egal. We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Well, yes. I mean, if possible. Ich leugne es nicht. Perfekt. What would you wish for, Kale? I
I'd wish for a Oh, Live-Channel. Sag das dem Bot. Der Bot braucht immer ein bisschen. better personality. Der Michel, den gleichen Wunsch solltest du auch äußern. Bessere Personality, let's go. Hat der Bot letztes Mal reingeschrieben? Ja. Ja, siehst du, er hat jetzt gerade doch reingeschrieben. Hä? Oder meinst du, dass ich in den Live-Channel gehen soll? Geh jetzt in den Live-Channel. Ruhiger Michel, warum der Hate? Warum der Hate? Ich bin doch schon Jahre da, du Sohn. Alter, Yannick, danke. Auga. Danke für deinen Auga. Hast du nicht letzten Stream legit auch? Was? Konntest du das straight up, Big Mac Bann den weg? Also Big Mac ist ja jetzt schon nicht mehr aktuell. Dass du das nicht mitgekriegt hast, dass der Junge jetzt nicht mal mehr Mod ist bei Montana Black. Also ich dachte, du bist ein großer Fan, so wie ich natürlich. Aber du hast es einfach nicht mehr mitgekriegt. Hat sich gestern erneuert, das Abo. Ehrenhaft. Danke, Yannick. Nee, Alter. Wie? Also du kannst ja jetzt nicht den guten Montana Black haten. You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do, Kolle einfach I based. know that voice. It's Ja, du hast recht, ich habe legit vergessen, das UNO-Video hochzuladen. Aber funktioniert das denn mit den Drops, Yannick? Guck mal nach. Time, huh? You're way earlier than I expected. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Hat Amber eine andere Stimme? Have you been doing well? Did you finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Safe hatte Amber eine andere Stimme, oder? Paimon, have you been to Mondstadt before? A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Elazar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Steht da, wenn man den Chat öffnet? Also funktioniert das legit? Alter, ja dann. Ne, das könnte ja auch einer von den guten Moderatoren machen, ein bisschen Drops in den Dings schreiben. In den Titel. Good for you hört sich not gonna lie ein bisschen passive-aggressive an. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Kale for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Also Michael, ich glaube an dich, du schaffst Fine by das, me. den Titel zu ändern. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, Safe hat Amber eine andere Stimme. Traveler Sucrose, could you look after Kale for now? I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. sure, no problem. Awesome. See you later then. You all right there, Kale? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Amber wants to introduce me to more of her friends. Paimon, Mami, Am was? I gonna be able to cope? I've only met Sucrose so far, and I'm already struggling to make conversation. Kiss your soul. Nein, Emil, du musst das machen wie Aiden Ross, der einfach irgendeinem Streamer geschrieben hat, consider yourself safe. Das ist einfach noch mehr passiv-aggressiv. Das ist einfach 10 von 10. Vergiss, was ich gesagt habe, sagt Michael.
Das ist aber echt cool, dass sie. Dann hat Genshin mir offiziell anerkannt, dass ich da mitmache bei dem Stream-Event. Das ist gut. FBI Open Up, aber wirklich. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Let's go to Monster's Gate. So, erstmal muss ich klarkommen. Was zur Hölle? Ich habe das Spiel geöffnet und die denken sich, yes, du musst jetzt das Event machen. So, aber es scheint alles zu funktionieren. Paimon ist einfach nur ein Fötus. Also ich weiß ja nicht, was du so für ein Fötus siehst, aber für mich sieht das nicht besonders aus wie ein Fötus. Aber wer weiß, vielleicht war es ja ein besonders schöner Fötus. Warte, was muss ich überhaupt jetzt... Also ich muss zum Gate gehen, stand da aber. Ah. Oh damn, die Rewards sind juicy. Meine Mom meint, ich sah aus wie eine Echse. Gott, das... Oh, ist das dumm. Andere Mütter sagen, oh, mein Kind war damals als Baby das schönste Baby, was man sich vorstellen kann. Deine Mom denkt sich, die Echse. Deine Mom hat einfach zu denen gesagt, was? Schieb ihn wieder rein, der ist ganz klar noch nicht fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich stelle mir das ja so gut vor, wie deine Mom einfach so zu deinen Geschwistern sagt, ah, ihr wart so süße Babys. Und du, Alex, du warst eine Echse. Schön. Go to Quest. Aber dafür bist du jetzt umso schöner, Alex. Ganz klar. Und wenn das nicht zählt, kann man immer noch sagen, es kommt auf die inneren Werte an. Alex, nur die inneren Werte zählen. Oh mein Gott. Da ist Tainari, ob er wohl noch seinen Voice Actor hat. Why is this humble windmill such a great view? I mean, it's understandable. Damn, It es must ist have noch been der a alte long Voice time since Actor. you last came to Mondstadt. Because it is the true great Vayu Viastra? Oh, Damn. come on. Don't tell me you don't get it. Das war View, man. Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra? Banger Joke. No? Tainari, Sino, over here! Whew, am I glad to see you. And who's this young lady? Also, Michael, wenn wir Glück haben, können wir uns bald ein Turkey Tom Video über den Voice Actor von dem Boy mit den langen Ohren dann gucken, weil sein Voice Actor einfach straight up, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, weil der Voice Actor von ihm einfach straight up mit irgendwelchen Minderjährigen geschrieben hat und so und hat denen dann gesagt, dass er sich einfach umbringt, wenn die nicht irgendwie ihm, sagen wir, interessante Bilder schicken oder sowas und nicht das machen, was er will und so. Also der ist halt aber jetzt straight up rausgeflogen. Aber ich finde interessant, dass das Event heute rausgekommen ist und einfach noch so eine alte Stimme da ist, obwohl verständlich, das ist halt schon vorher aufgenommen, aber trotzdem. Da haben sich bestimmt ein paar Leute auf Twitter sehr darüber aufgeregt, dass noch so eine Stimme drin ist. Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Der von Tainari. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Kale's exaggerating. I'm Tainari. Ja, Pleased to meet das you. ist echt. Uff. So you have a teacher as well. The pleasure is all mine, Tainari, sir. Yep, he's Und der ist halt extremely irgendwie knowledgeable über too. 40, glaube ich, oder And so. this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Greetings. Though if I might say so, we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Kale, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Kale company on her vacation. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Also Alex, Kale du is very important darfst to ja us. überhaupt keine Lachsmileys reinschreiben. Du benutzt den Boy. Ich habe gesehen, wie du ihn in deinem Team benutzt hast, ja. Du wirst jetzt auch gecancelt.
Weil, ne, du weißt ja, weil du den Charakter in-game benutzt, wirst du automatisch auch gecancelt, nur weil der Voice Actor ein Weirdo ist. Hast jetzt einfach straight up verloren. Außer du spielst auf einer anderen Sprache, dann hast du das System outsmartet, aber das glaube ich nicht. But I've been here on my own loads of times before. What about your work, though? What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and 2 especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Da lebst du einfach auf dem Mars. Ja, ich weiß, dass du den nicht mehr spielst, aber ich habe live gesehen, wie du ihn gespielt hast, ja. Und das ist das, was zählt. Das, egal wie lange das her ist, Alex, du hast es getan. Du hast es getan. Du hast sogar nach Teams für ihn gesucht. Es wird immer schlimmer. Also, ne, wenn die Twitter-Leute das mitkriegen, ist komplett Ende Gelände. Ist verjährt. Ah, yes. Seit 2 Monaten oder so. Bin unschuldig. Ja, das darfst du dann vom höchsten Gericht sagen. Dem Twitter-Gericht. Und die kennen gar keine Gnade. Außer du sagst jetzt, weiß ich nicht. Du musst irgendwie eine Victim-Role finden, dann ist es in Ordnung, aber sonst hast du keine Chance. Oh, please, Sucrose. Genius is an Oh mein Gott, unnecessary Albedo. epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the minds of our guests. Mr. Albedo, but it is an objective truth. Damn. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! Michel, ich hoffe, du hast jetzt schon alle Namen von den Leuten gemerkt und kannst sie zuordnen. So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Can we hold off on the nerdy topic for now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before. Albedo With it being Beste, a so ist es, species Malte. native to So ist Mondstadt. es. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. What new identities? Mine was Adventurer Sino, skilled desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders. And Kale's was traveling musician. Oh, Malte, schön, dass du da bist. Und ich habe gerade überlegt, was zur Hölle ist das für ein Symbol, was du neben deinem Namen hast, aber du bist einfach der Hype-Train-Main. Was zur Hölle? Current Hype-Train-Conductor. Alter. Und ich habe schon getan, ich habe schon gedacht, was hast du getan, damit du einen Zug neben deinem Namen haben kannst. Very much so. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo Ich bin mushrooms jetzt lack in texture, Zugführer. they make Damn. up for in not causing vomiting or diarrhea. Umschulung und so. Und das ist auch Are you natürlich wichtig, dass contemplating Twitch using das some anerkennt. compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Ist es jetzt der Genshin Then Anime? please, allow me to help. Nee, das ist einfach nur ein wunderbares, ne? Event in Genshin gerade. Und Paul, nein, Stream beenden gibt's nicht. Vielleicht, wenn du, keine Ahnung, wenn du dreistellig donatest, kann man darüber reden.
Aber das wollen wir nicht, weil ich muss ja bei Genshin den Genshin-Stream durchgrinden, damit ich die wunderbaren Belohnungen kriege von denen. 3 Stech bist du mir nicht wert. Paul, danke. Ich hab in meinem Leben noch nie so süße Worte von dir gehört. Und warte, ich muss den Titel selbst ändern, weil meine Mods das nicht hingekriegt haben. Drops. Ah ne, Drops aktiviert. Ja, never mind. Meine Mods sind doch die besten. Hab den ersten Drop, let's go. Abgehoben, Paul. Sag doch sowas nicht. Er ist nicht abgehoben, er ist aber nur ehrlich. Auch wenn Apologies for die my Wahrheit tardy manchmal entrance wehtut. in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. Erstmal haten, scheiß Erik. Was soll das denn jetzt? Alex, ich hab dir bisher nur die nettesten und cutesten Sachen gesagt, die man sich vorstellen kann. Und du denkst dir jetzt, scheiß Erik. Also, das ist das, was ich abgehoben nenne. But before that, I invite the three of you to look at this. Deine Mods, ja. Was? Warum hast du die Nachricht gepinnt, Paul? Mach nicht, das ist, sobald irgendwer in den Chat kommt, sieht er die Nachricht. Mach mal nicht. Schon ein bisschen ehrenlos. So. Paimon, Mami, bitte nicht, nein. Sowas unterstützen wir erst recht nicht. Michael, bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Sonst kommen die bösen Twitter-Leute und canceln mich. Und dich erst recht. Outdoor Activities. Warum steht da nichts von Alice? So, ich hoffe, ihr habt euch das alle durchgelesen. Danke. Food and lodging arrangements? Were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. This is too kind of you. These arrangements are quite excellent. Warum ist er It so looks great. hardcore reflektierend? Was zur Hölle? Tagging along for the food and board. Paimon, gibt's noch immer jemand, die Fliegenklatsche. Also ohne Spaß, in den letzten paar Versionen haben die Paimon sehr viel mehr likeable gemacht. Die sagt jetzt nicht mehr so ein Bullshit, sondern manchmal hat die echt funny Shit gesagt. Also es ist immer noch ein bisschen nervig, aber lange nicht mehr so wie am Anfang. Am Anfang war es echt richtig schrecklich. That's why it's called tagging along. Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Thank you. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take him to Good Hunter to order some starters. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Was für ein See? Hier gibt es ungefähr 500 Seen, was soll das? Order some food. Ich möchte gerne den Travis Scott Burger. Hey, Sarah, can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we,
ranger from that sweet madame is a windbloom. Holy fuck, warum ist in diesem Event alles so hell? Paimons Gesicht reflektiert einfach, was zur Hölle? Sie ist einfach sonnengebleicht. Paimon can make room for good food. Sonnengebleicht. All right, just a moment. That was great. If that was a Windbloom treat, then Paimon wishes it could be the Windbloom Festival every day. Ja, ab zur Campingsite. So, erstmal natürlich das Wichtigste. Man macht einen Wish im Standard-Banner. Weil da habe ich noch 7 Wishes, also einen kann man reinknallen. Let's go. Ich hoffe natürlich auf Chi-Chi C2. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Damn, genau das ist das, was ich wollte. Das ist vielleicht noch besser als Chi-Chi C2. Was? Yep. Time to go. Time to go. Let's go. Man campt bei dem Angler. Alter, ist das ehrenlos. Man campt da mit seinen Homies und der Angler steht da die ganze Zeit nur und denkt sich was. Oh man. All right, looks like we're all here. Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Kale put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all sit down. Let's go. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. So I would venture that it was a Mondstadt specialty. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. So if I had to guess, small lampgrass? That's right. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Hatte das Kind auf der Brücke mit den Tauben schon seinen Evil-Plot-Twist, ne? Das kommt noch. Wahrscheinlich muss man dafür 1000-mal all seine Tauben umbringen. Aber ja, das ist halt echt, echt funny, dass er... Also er hat eine Quest, es gibt so eine tägliche Quest, die man machen kann für ihn, wo er Enten füttern will und da kann man halt auch noch zu seinem Evil-Plot-Point hinzufügen, indem man einfach die Enten tötet und der rastet dann komplett aus und denkt sich, was zur Hölle, das habe ich gesehen, wie kannst du das tun? Das ist schon haha funny. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is very much the same. I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Kale? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. Sorry.
I didn't mean to make things awkward. Tainari, while we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision? Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. Groundnuts, ich hoffe, er macht einen diesen Nuts-Joke. No? Not funny? Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Alter Vater. Er ist einfach der Witzemaster. Also, da kannst du nicht sagen, dass Paimon nervig ist. Was? Michael sagt sowas nicht. It's no one gonna stop him from explaining. Think of this as part of the process of getting to know Sino. The bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying lifeforms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Sino's jokes. Damn, alle roasten my I man. see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here at Mondstadt, Sino. Actually, it feels like you're a completely different person. That's because I'm Sino the Adventurer. That's not funny, ich will das nicht. Ich will my man nicht noch mehr roasten. It's not? In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. Wie genervt der I Char understand. aussieht. Ja, das ist halt Then allow richtig me to gut. reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Oh, by the way, Damn. was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windbloom Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windbloom as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Kale to get out and meet some new people. Kale Lily. What? Kale's Windbloom. Maybe she should call it a Kale Lily. It sounds very Mondstadt. Ich liebe es, wie Tanari immer nur There's also komplett genervt guckt. cauliflower, which would technically make more sense. But somehow it doesn't sound as nice. Was? Wieso kriege ich jetzt einen World Trend Request? Nö. Moving swiftly on. Wow, he just completely ignored the joke and carried on the conversation. Guess sometimes that's the only way forward. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Kale on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return.
Two birds with one stone. How about you, Sino? I came to ensure Kale's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Wie einfach jeder ihn genervt anguckt, das ist 10 von 10. There's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? Hey, yeah, I have. And that is why I am proud to call you my friend. When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Kautz for guidance. A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Kautz was a Mondstatter, so I should try my luck there. Calx? Isn't that... You mean, he's a friend of yours? I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Kale. You most certainly did not. Kale's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too, doesn't it? If my writer friend were here now, I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. It's always a pleasure to meet a fan. Oh, here it comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Albedo Beste. Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely, timeless masterpiece is something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece, even if I do say so myself. Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. Damn. I see. So, this has an almost religious significance. Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. Oh hell no. My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Yeah, well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter, but I certainly find them fun. If I might interrupt, does anyone else smell something strange? My nutritional meal! Will it be okay? Should we go over and take a look too? Fuck, das ist so groß. Let's go. Erstmal mit Sino reden. Ich hoffe, er hat einen tollen Joke für mich. So, a good joke is not necessarily required to make people laugh at them. Wie, er ballert keinen Joke raus, das ist ja richtig sad. Ich hatte so gehofft, dass er wieder einen Banger-Joke raushaut. Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed,
Kali seems a little depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Wie, sie ist depressed? Kann gar nicht sein. Ihr Wunsch war einfach eine neue Personality. Einfach 10 von 10. Wie kann man da sagen, dass sie depressed ist? Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Kali the chance to accept the blessing. Oh, yeah! She's someone who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. Boah. As much as I'd like to make progress in my research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Uh-huh. Right. All right. Let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. We're back. Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Stop, please. I don't need to hear it a 5th time. That Damn. bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear it for some reason. Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! I knew I was onto something as soon as I saw the fire. Oh hell yeah, Euler. You have really sharp eyes. Also Michael, da kannst du Mami sagen bei Euler. Du musst sie dir genau angucken. Aber nicht bei Paimon oder irgendwen anderen von den Minderjährigen. That's an outrider Guck for sie you. dir an. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since two Oh of ja, our guck, very da, own da alchemists kannst du are sie here, gut I'm happy to angucken, look the Michael. other way. Nee, nicht die rote rechts, hier, die in blau. Das, was du jetzt siehst. Das Wichtigste. Ach, das ist dumm, dass sie... Warum? Ah, yes, introductions. I'm Unlucky. Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Kale, yes? A pleasure to meet you. Oh, Amber and Eula. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Kale. Oh, really? All positive, I hope. You asked that last time too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Kale. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Mami. Kale, so don't let us interrupt So your ist es, chat. Michael. Come on, Kale. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Kale's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Her Das ist natürlich outgoing wichtig, dass du das personality means angepinnt she hast. can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. All right, I'll start packing up. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Oh hey, alter Michael. Du musst mir... Gleich kommt der hotteste Charakter. Guess Paimon knows you Pass auf, pretty Michael. well, huh? Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him answer our questions. Let's move! Michael, du musst dich bereit machen. Aber Paimon ist doch schon da. Aha. Michael, bitte tu das nicht. Mach das nicht.
I mean, no. Oh mein Gott, da ist... Da. Hehe. Oh, it's been a while. Paimon called it Tone Deaf Bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Okay. So, what do you make of it? Das ist... Paul ist horny, ja. Also, das ist echt sad, dass gerade Paimon schon gedroppt hat, dass er ein Typ ist, weil ich habe am Anfang sowas von safe gedacht, dass Venti eine Frau ist, aber nein. Und er ist einfach straight up der Gott von dem ganzen Land. Aren't you forgetting something? It's the Windbloom Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of me? Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. Ja, ich darf wieder mit zu groß reden. Wann darf ich endlich die tollen Spiele machen, damit ich meine ganzen tollen Belohnungen kriege? Hallo? Was soll das? Wann Belohnung? Fanboys sind toll. Das ist eine Nachricht, die kannst du anpinnen, Michael. Das ist eine Nachricht, die ist es auch wert, angepinnt zu werden. A flower that is not of this world. Not of this world. Sucrose! We've got some good news and some bad news. Which would you like to hear first? Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really? Don't most people usually want to hear the good stuff first? Oh, alright then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. That doesn't sound like bad news. So what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. Gott, der genervte Blick ist aber viel zu gut. Blame Sino. If it's not funny, then it's his fault. It's fine. Well, that puts my mind at rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. Oh mein Gott, ich habe das gelöst. The initial question is, can the flower's Ich bin aber viel origins zu be smart traced dafür, back was to zur a Hölle. natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. Ganz klar. Flower not of this world ist fucking Klee. Bei Klee, ne? Klee. In dem Spiel gibt's, glaube ich, keine Pflanze, die Klee heißt, aber ein Charakter. Oh mein Gott. But then, Einfach viel zu smart. supposing we Ich identify hoffe, something Klee ist legit outside die of that Lösung, da bin ich category, einfach 500 IQ. whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Whoa, slow down. Paimon's head is already starting to spin. Okay. Gott, bitte lass mich recht haben. I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy?
would that be not of this world? Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. Could it be the wind bloom? Oh, now that you mention it, that's Nein, definitely a es soll nicht, possibility. es soll keine Windblume The sein. windbloom doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the windbloom doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. Bitte I've made nicht. a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time! Guess we have that sweet madame to thank, huh? Siehst du, Michael, das ist das Beste. Man kann Paimon einfach immer roasten. Aber mache ich natürlich nicht, weil ich I'll need some time to ein prepare. Mann von Ehre bin. Could we meet up here in, Do it. say, 2 days' time? Sure thing! Nächstes Mal roast ich sie. We'll also think Und- about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Kale about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her, and I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. All right. Thanks so much. Ja, ein Teil der Quest fertig. Oh mein Gott, jetzt kann ich die Sachen mal. Let's fucking go. Event Shop. Was gibt's hier Schönes? Gott, nein. Warum die deutschen Sachen? Ersatzballon. Okay. Let's go. Was zur Hölle, wie viel Animation wollen die da noch haben? Let's go, 30 Promo Gems. Wie viele Quests sollen die mir bitte geben? Hallo? Time to go. Talk to Lizzie. Aspen. Oder Lauen. Ich will aber mit Fassben reden, weil das ist, glaube ich, der Boy für die Fotos. Please wait. Ja, Pictures, okay, in dem Event muss ich also anscheinend Fotos machen. Easy. Da bin ich ein Profi. Vielleicht sehe ich ja nochmal Euler, dann kann ich schöne Fotos machen. Oder für Paul Pass Schnappschüsse von Venti machen.
Ja, Foto 1. Main Gate of Monster City. Ja, yes. Must include the character. Perfekt. 8 bis 17 Uhr, perfekt. Easy. So, dann müssen wir die wunderbare Kamera ausrüsten. Follow the wind. Easy. Perfekt, jetzt werden Schnappschüsse gemacht. Wir nehmen natürlich Bennett. Ich hoffe, man kann Bennett sehen. Oh hell ja, mit Bennett. Okay, ganz klar ist das Beste. Was zur Hölle? Das sieht mit Abstand, das sieht zwar auch los, aber Bennett sexy. Danke, Emil. Danke. Okay, das ist das Coolste. Okay, Bennett, so jetzt muss er was Cooles. Ah, Zeiten. Bis 8. Ich habe von dem noch schöne Bilder, ja. Ich weiß, dass du von dem schöne Bilder hast. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go. Hä? So, okay, perfekt. Bennett macht was Cooles. Obwohl, ich kann was versuchen. Oh mein Gott, ja! Es hat geklappt! Es ist perfekt! Es ist aber das perfekte Bild. Let's go. Bennett bester. So, hat das Foto gezählt? Ja, let's go. Gib mir die leckeren Rewards. Guck mal, Emil. Man kriegt Character XP Material und Geld. Ist das nicht toll? So. Character must be from Mondstadt. Damn. Da muss ich natürlich einen coolen Mondstadt-Charakter machen, der dann. Ich hoffe, ich kann auf die Statue klettern. Ne, Kasa muss bleiben. Oh hey, ja, Fische. In the name of the Prinzessin. Dann können wir eine Jojo-Pose sehen. Da ist das cool. Das nehme ich. So. Oh, als ob. Darf ich nicht rausgehen? Oh, das ist echt sad. Ich habe gedacht, ich kann mich... Wieso? Wer weiß, vielleicht geht das ja trotzdem. Das wäre so ein viel cooleres Bild. Könnte ich mich auf die wunderbare Statue setzen. Bei der Statue sieht Venti noch viel mehr aus wie eine Frau. Jedes Mal, wenn ich auf dieser Statue bin, denke ich mir, wieso sieht er so sehr aus wie eine Frau? Was zur Hölle? Mann, das wäre so ein Schnappschuss gewesen.
Aber die gönnen nicht. Okay, so, perfekt. So, und jetzt müssen wir auf eine Jojo-Pose warten. Komm, mach Fische, mach Ehre. Mach Ehre, Fische, los! I hear the voice of fate, speaking my Nein, name nicht in labern. humble supplication. I created another universe Oh, Helga, and komm, found mach, a tu es. paradise for I, Fischl, and the Prinzessin de Das ist die falsche. Was soll das? Mach das andere, los! Sei cool, Fische. Mach das Richtige. Bitte! Oh mein Gott, ja. Okay, es ist perfekt. Okay, bisher habe ich nur Banger-Fotos. Warum sehe ich mein Foto nicht? Oh hey, ja, da muss ich sogar einen Elemental Skill benutzen. I do worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. Dum. Das hat was. So, welcher Charakter hat einen coolen Elemental? Oh, ich weiß, welcher Charakter einen coolen Elemental Skill hat. Wo ist sie? Da ist sie. Here, let me help you. So, ich will, dass man den Himmel sieht, damit der lila wird. Perfekt. Damn, das hat jetzt eine richtig düstere Atmosphäre. Perfekt. Der Phototaking Master. Okay, das waren die Fotos. Jetzt nächstes Event. Oh, das ist Guitar Hero Event. Let's go. Talk to Lizzie. You. Adventure time. Lizzie. Some lovely tunes.
Oh, hey, voll. Was will ich? Nimm die Floral Thither. Damn. Natürlich, Pro, was ist das für eine Frage? Hey, ja, Special Performance Effects, das wollen wir. Perfekt. Bro. Wir machen Instant Pro. So, let's fucking go. Easy. Oh mein Gott, was? Was? ASDJK. Damn. Was zur Hölle? Oh Gott, oh Gott. Oh, was? Nein! Oh mein Gott, was zur... Oh mein Gott, nein! Alter, ich bin so verwirrt mit den Knöpfen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey. Wieso kann ich meine Guitar Hero Gitarre nicht anschließen? Oh Gott. Alter, also das habe ich sowas von gut hingekriegt zum Schluss. Was zur Hölle? 146 mal Pro. Ne, zwei Sterne reicht nicht. 2 Sterne, das machen wir besser, das machen wir besser. Fuck, fuck, fuck. So. Komm.
Oh, Junge. Ich will gar nicht wissen, wie schwer das wird. Weil ich meine, da waren ja die Äußeren gar nicht dabei. Was zur Hölle? Also auf den schweren... Bei den schwereren Dingern. Let's go, 3 Sterne, perfekt. Holy shit. Kann ich das nächste Song machen? Den nächsten Song? Ne. 7 Stunden. Damn, das Euler. Oh, hell, nur wie viele gibt's denn? Tolle Musik für ein erstes Album, ist halt echt so. Das war... Also, das war echt cool. Das können die öfter machen, solche Events mit dem Shit. Okay, und jetzt das nächste. Junge, Junge, habe ich da getryhardet. Floral Chess. Let's go. Collect Balloons. Ja, Ersatzballoons. Was hier los? Bisschen entspannt Genshin Stream. Warte, wie guckt. Oh mein Gott, du bist Gaven, oder? Hallo Gaven. Wie hast du denn den Weg hierher gefunden? Benny's Adventure Team! Assemble! Moin Meister. Hab gestern voll Langeweile in DC durchgestöbert. Und zur Sicherheit mal gefolgt. Das ist ja absolut ehrenhaft, danke. Alter, sogar ein Sublester da, danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Und wie geht's dir so, Gaven? Ich habe ja echt lange nichts mehr von dir gehört. Okay, weil ich das richtig verstanden habe, darf ich mich nicht von den komischen
Ballon da treffen lassen. Was macht das? Oh mein Gott, was? Ah, damit kann ich die Ballons kaputt machen. Damn. Ewig nicht mehr. Soweit alles gut, hoffe bei dir auch. Ja klar, bei mir ist auch alles gut. Aber das hört man doch gerne, dass bei dir alles gut ist. Hast du denn noch was zu tun mit, oh Gott, mit den Leuten von früher, mit Jan und so? Weil dort ist ja früher relativ viel mit Jan zu tun. Time to go. Oh, der braucht Wärme. Jan immer wieder, ja. Sonst Hannes noch ein paar andere Schurken. Aber auch lange nicht mehr mit allen, ja. Also, von denen früher aus unserer Klasse habe ich halt auch echt mit kaum mehr irgendwem zu tun. Also Jan immer mal wieder ein bisschen, der war, glaube ich, vor 1-2 Monaten, mit dem habe ich mich vor 1-2 Monaten mal getroffen. Aber sonst auch nicht wirklich. Und sonst von denen, die mit mir in einer Klasse waren, habe ich noch mit Nico relativ regelmäßig was zu tun, aber sonst glaube ich auch eigentlich mit fast gar keinem mehr. So, war das jetzt das ganze Event? Ja, anscheinend schon. Was zur Hölle? War jetzt nicht so spannend. Ja, ja, das stimmt. Das geht echt jeder seinen Weg. Und was machst du jetzt? Also so arbeitsmäßig oder so? Weil da habe ich halt auch echt so nichts mitbekommen, was du jetzt machst. Ja, aber als Elektroniker, ja, nicht schlecht. Ja, aber ich habe mir ja gedacht, dass du irgendwie sowas machst, weil du hast ja, damals hatten wir ja hier, wo wir da auf der BBS kurz waren, bin nach der Schule direkt in die Ausbildung gegangen. Da bist du ja echt schon lange Elektroniker. Naja, aber was ich sagen wollte, du hattest ja immer schon echt ein großes Talent dafür. Du warst ja, als wir da in der BBS das getestet haben, einfach gefühlt immer doppelt so schnell fertig wie die anderen. Was soll ich machen? Oh. Also bei mir war es nicht so einfach. Bei mir war ich erstmal komplett verwirrt, was ich überhaupt machen will. Bin dann an die BBS gegangen, habe da mein Abi nachgeholt. Und jetzt bin ich wunderbar am Studieren. Also ich bin halt immer noch nicht fertig mit meiner ganzen Schulausbildung und so.
Bin eher der mit den Händen und Füßen, Mensch, ja. Ja, ich hätte mich dich auch echt nicht so in irgendeinem Bürojob oder so vorstellen können, bin ich ehrlich. Du warst ja noch nie so der gerne lange still sitzen wollte. So, wie viel brauche ich überhaupt noch davon? Oh mein Gott. Da. Lieb ausgedrückt. Ach Quatsch. Sag doch sowas nicht. Ja, ist aber auch eigentlich das Wichtigste, dass dir das gefällt, was du machst, weil sonst ist halt auch kacke, wenn du den ganzen Tag nur irgendwo, egal wie viel du dann verdienen würdest oder so im Büro sitzt und einfach überhaupt gar keinen Spaß daran hast. The soil is moist. Ideal for collecting the roots of boom blossoms. No, please. Allow me to handle this. Eine Minute und okay, dann kann ich das Event ja gar nicht mehr weitermachen jetzt. Da muss ich noch warten bis morgen. Aber ich kann in den Event-Shop gehen und gucken, ob ich mir da schon was leisten kann. Ah, das kann ich mir noch nicht leisten, damn. Ja, mega, die Sorge hatte ich anfangs auch recht stark. Ja, schlechte Tage gibt es immer rund ums. Ja, das ist gut und es ist auch halt vor allem wichtig, dass man, auch wenn du was machst, was dir Spaß macht, ist halt auch wichtig, dass das Umfeld gut ist und so. Und wenn du da im gleichen Betrieb immer noch bist, wo du deine Ausbildung gemacht hast, dann, oder seit 6 Jahren im selben Betrieb bist, ist ja auch schon eine lange Zeit, dann ist halt auch schon gut, weil wenn man mit seinen Kollegen nicht klarkommt und so, ist halt auch gar nicht mehr so schön. Aber das höre ich doch sehr gerne, dass du da zufrieden bist. Stabilize. I will have order. Come into being. Witness my great undertaking. Let me weave you a verse. Huh? Cut down. Lightning! Let's vault! Order guide you. Live! Rain cutter. See? Higher, higher, hands on fire! Der haben nicht mal gekrittet. Moment of birth. Och, was soll denn das? Muss doch jetzt nicht alles dort schon Body so and ausstehen. rain outlines your fate. Emily Förderungsfehler. Ah, danke. Das ist
sehr nett, dass du noch drin bleibst fürs Zuschauerpushen, aber ja, ich bedanke mich natürlich sehr viel, dass du reingeguckt hast und so nette Worte dagelassen hast. Ja, und bis dann, schönen Tag noch. So. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mal ins Abyss gucken. Was? Was für Aggravate triggern? Ich dachte, das ist mit Pyro Damage Bonus. Was soll das? Die Emotes, die sind auch 10 von 10. Eigentlich muss ich nochmal mehr Emotes raussuchen. Das ist echt sad, dass ich nur, glaube ich, 2 oder 3 habe bisher. So. Der Effekt bringt mir schon mal gar nichts. Das ist ja mal richtig lecker. Naja, aber in den unteren Floors ist es egal. So, Michi, jetzt siehst du wieder Intensified. Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Oh, nein. Ich hoffe, ich schaffe das Abyss. Und dass es nicht wieder so einen richtigen Kackgegner gibt wie letztes Mal, der einfach nur mein Leben zur Hölle macht. Die scheiß Magukenkis. Wenn die wieder da sind, dann weine ich. Everybody stand back! One with nature. Mann, ich habe einen ganzen Gegner damit getroffen. Time to go. Who's next? The wind knows me. Let's light it! Let's go. I'm going in! Okay, das war schon mal um einiges besser. One with nature. One with nature. You're toast! Okay, das hätte ich echt nicht gebraucht. Egal. So, die erste Hälfte war natürlich sehr challenging. I will have order. Gather. Burst forth. Feel this ancient power. Let me weave you a verse. Könnt ihr nicht alle auf einem Haufen stehen, das wäre so viel einfacher. Der mein Hutau macht so viel Damage, das ist einfach nur lecker. Stabilize. Live. Cocky today. Rain Cutter. Ja, okay, die sind Level 72, das ist jetzt nicht so hoch, aber trotzdem ist mein Damage richtig lecker. Der los Hutau! Slay Queen! Ja! Solidify. Burst forth. Let's go, die ersten 3 Sterne sind da. Elemental Mastery nimmt man immer. Everybody stand back! Into the wind. Stopp. The wind knows me. Kommt doch von eurer Kackplattform runter. Let's light it up! I'm going in! Out of the frying pan. Mann, sind die Dinger nervig, was zur Hölle? Geht doch weg, ihr Kackpiller. Okay. Into the wind. Nice and spicy. Nice and spicy. Ey, pack dein Schild weg, das ist unfair.
Bring it on. Kommt der Mann vor. Oh Gott. Let's light it up! The wind knows me. You're mine. Perfekt. So, und hoffentlich stehen die Gegner diesmal ein bisschen mehr auf einer Stelle. Ah, jetzt tun sie überhaupt nicht. Nice. Border Guide. Stabilize. Witness my great undertaking. Know my sword! Body and mind, witness the power of Gugwa! Huh? Huh? Was wollt ihr denn We'll jetzt? have order. Was für Hydro Shields? Da habe ich nichts dagegen. Come into being. Gather. Bitte stirb. Rain outlines your fate. Nö, hör auf. Arsch. Als ob er mich aus meinem Skill rausgenommen. Oh mein Gott. Das ist ein absoluter Arsch. Hallo, stopp. Bitte, ich kann nichts gegen dich machen. Danke. Ja, endlich. Absoluter Endgegner. Einfach ein Kack-Abyss-Mage. Das hört sich nach einem guten Bock an. Everybody stand back! Och, der eine Arsch da hinten hätte auch herkommen können. Fick dich, keiner Kackpilz. Time to go. Into the wind. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! One with nature. Oh Junge, das war fast. Was soll? Ich habe gar nicht gesehen, dass nur so wenig Gegner waren. Order guide you. 3 Gegner. Oh, ich habe sie alle getroffen mit dem Hit. Let's go. Come into being. Let's go. Moments of birth. Rain cutter, know my sword! This isn't good! Huh? Damn, ich konnte nicht mal mehr ulten. Ist das frech. Ich habe einfach in dem ganzen Floor nicht einmal meine Ulti benutzen können. Ja. Da sind tatsächlich größere Gegner. Och, nö. Ja, perfekt. So. Team 1 ist wieder Man-Child. Wo sind deine Homies? Da sind deine Homies. Und dann Hutau. Perfekt. Oh, irgendwann, wenn ich genug Charakter gebaut habe, könnte ich auch mal mit einem Randomizer einfach Randomized Teams Abyss. Wird zwar niemals klappen, aber egal. Everybody stand back! The wind knows me. Es ist einfach genau wie davor, was zur Hölle? Warum ist auf jedem Floor nur diese Kackpilze? Die machen halt einfach straight up nichts. Außer nervig durch die Gegend Into laufen. the wind. Was für Kackpilze? Bitte. I'm going in! One with nature. Ja, kommt alle her. Into the wind. Und der eine wollte nicht. Shouldn't let your guard down. Warum musst du so sein? Let's Stirb light it einfach. up! Los, stirb. Oh. This is Oh hey, ja. Oh, ich hab ihn eingetroffen, Dem. Burst forth. So, die beiden Boys sind immerhin mal größere Gegner. Witness the power of Gugwa! Rain outline... So, Hutau, let's go. Ja. solidify. Come into being. Oh mein Gott, ja. Alter, sie macht so viel Damage, das ist so... Oh, das ist einfach nur schön. Ich bin jetzt mal glücklich, dass ich den Stuff auf Roma gezogen habe. Der macht halt echt einen leckeren Unterschied. Energy Recharge, das
Brauche ich tatsächlich eigentlich nicht. Egal. We got teamwork is trick. Ja, aber Flot 10 ist eh noch easy peasy. You're toast! Boba, get them! Aua. Fallen leaves, adorn my night. I'll be back. One with nature. Dass immer zum Schluss ein Kackgegner überbleiben muss, ist doch unnötig. Danke. So, was haben wir hier? Die beiden netten jungen Männer. Er ist weg. Bye, bye. Und er hat das Albedo-Ding kaputt gemacht. Ehrenlos. I will have order. Burst forth. This isn't good. Da nochmal 3 Sterne. Oh, Elemental Skill Damage. Wie skillt das auf Futau? Oh, das ist auch richtig lecker, aber das brauche ich halt nicht auf Futau, die hat schon genug Attack. No time to lose. The wind knows me. Oh, ich muss erst den Wasserboy töten. Brace yourself. This is gonna hurt. Oh, das war clean, das war clean. Ehrenhaft, dass die alle auf eine Stelle gekommen sind. Order guide you. Solidify. So, bitte macht mein Albedo-Feld nicht kaputt, das wäre sehr nett von euch. Rain outlines your fate. No, see? Oh, sie ist weg gewesen. Gather. Qui-Gon. Witness my great undertaking. Hat sie sich wieder verpisst? Nein, ich habe gerade gedacht, sie hat sich wieder aus dem Dings verpisst, ey. Burst forth. Let me weave you a verse. Rain out. Ja, gut. Perfekt. Und Floor 10 auch geschafft. Floor 11. Ab jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ja, 75% Dendro Damage Bonus. Wie schön. Och nö. Ah, okay, die Elektroblume, die ist nicht so schlimm. Ah, hier sind diesmal keine so nervigen Gegner. Also ein bisschen, warte, wo war er? Oh, das ist der Wasserboy. Ja, okay, verständlich ist es der Wasserboy, wenn man Dendro Damage Bonus kriegt. Egal, das kann man brute forcen. So. Energy Recharge. Oh Gott, das ist auch noch sowas. Everybody stand. Into the wind. Oh, ich habe alle getroffen, glaube ich. Das war richtig lecker. Na, kommt her. Kommt her, kommt her, kommt her. Oh, die zwei sind nicht hergekommen, das war Arschlöcher. Into the wind. Warum? Warum? One with nature. Oh, er hat seinen Krokodok gerufen. Teamwork is dreamwork. As one with wind and cloud. Shouldn't let your guard down. Damn, der hat viele Leben. Was soll das? Warum hast du viele Leben? Everybody stand back. Oh, der Krokodok lebt noch. Ich dachte, der wäre schon lange tot. Kein Wunder, dass du noch so viele Leben hast, wenn der Krokodok lebt. Warte, über wie viel Prozent Leben muss ich den halten?
Über 60, okay, dann habe ich ja noch 20%, die raufbuttern dürfen. I will have order. Solidify. Oh Gott, ich liebe die Ulti von Zhongli, einfach beste. Nein. Witness the power of Guhua. Know my sword. This is order. Burst forth. Genau, hüpf in die Richtung, das ist perfekt. Stabilize. Das war auch easy. Perfekt. Ich komme immer näher zu. Let's go, so ist es. Genau so ist es. Warum immer Energy Recharge? Die können mal was Besseres gönnen. Into the wind. 8! Als ob die 4 hier nicht reichen. Going in! Er bleibt einfach stehen, er hat sein Schicksal akzeptiert. Ehrenmann. Und jetzt kommen auch noch Pilzbuben. Teamwork is dreamwork! Riptide. Das war auch clean. Kommt jetzt die Blume oder nächstes Ding? Oh Gott, jetzt kommt der Arsch. Solidify. Feel this ancient power. Rain cutter. Know my sword. Ja, mach dein Schild. Stabilize. Coming to be. Also wenn ich extra für den jetzt andere Charakter mitnehmen muss, da würde ich mich überhaupt nicht sehen. Oh Gott, ich mache dem überhaupt keinen Schaden. Warum? Und der kriegt auch von Geo keinen Schaden. Oh nö. Ah doch, ein bisschen kriegt er von Geo. Warum musst du die Zeit so verschwenden, du Arschloch? Ich hasse dein Schild so sehr. Ich wünschte, du wärst dead. Ich wünschte, du wärst dead. Ich wünschte, du wärst... Michael, was machst du eigentlich so Schönes? Jetzt, wo ich einfach 30 Jahre auf den einen zukloppen muss, kannst du es ja erzählen. Ja, er ist tot und jetzt kommt die Kackschlange. Coming to be. Witness my great undertaking. Let me weave you a verse. Oh, das war ein One-Hit. 3 Sterne noch gekriegt, obwohl der Junge so genervt hat. Oh, Elemental Mastery, das ist doch mal lecker. Wie viel HP? Ne, viel HP will ich nicht, ich will wenig HP. 11 Gegner. Ah, du machst deinen Charakter für die Mittwochskampf. Ah, ja, stimmt, du bist ja gestorben. Weil du unlucky warst, ja? Honestly, skill issue. Nein, Spaß, Michael, Spaß, ruhiger, okay? War nicht so gemeint. Brace yourself. This is gonna hurt. Gibt's dafür extra so eine Website oder wie machst du den Charakter oder denkst du dir die Sachen einfach aus? Weil ich habe halt legit überhaupt keine Ahnung von D&D, also so gar nicht. As one with wind and cloud. The wind knows me. Warum musst du dich heilen? Shouldn't let your guard down. Das ist considered a dick move. Komm noch her jetzt, du Arschloch. Will ich nochmal Hals, danke. Solidify. I will have Es order. gibt mehrere Webseiten. Alle Bücher online. Okay. Oh, stimmt, ich muss ja bei dem vorne das Ding angreifen.
Virtual Tabletop. Aha, also es gibt also so extra viel, weil ich habe halt echt keine Ahnung, wie der ganze Spaß läuft, aber also gibt es anscheinend so quasi D&D Online, wo du deine Charaktere extra machen kannst, das ist cool. Komm, stirb doch jetzt. Als ob ich das Ding damit nicht... Komm, weg jetzt. Weg. Danke. So, jetzt aber Ende. So. Und jetzt kommt Floor 12. Bitte lass da keine Kackgegner sein. Okay, das erste sieht machbar aus. Oh Gott, warum? Oh mein Gott, warum? Es ist einfach das Gleiche. Es ist legit das Gleiche. Och nö. Was? Wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Es ist der gleiche Floor 12. Warum? Warum ist es immer der gleiche Floor 12? Seit keine Ahnung wie lange. Och nö. Also immerhin weiß ich, dass ich es schaffen kann. Dort habe ich dann eine Character Sheet für meine Charakter. Ich habe gleich eine Depression Sheet, wenn ich sehe, was hier für Gegner sind. Egal, machen wir einfach. Versuchen wir es einfach mal. Gehen wir positiv rein. Alter, die 3 Magu-Kenkies. Warum sind die noch da? Aber vielleicht gibt es jetzt coolere Buffs. Bei Elemental Mastery ist schon mal sehr cool, aber ich weiß nicht, ob es das letzten Cycle auch gab. Order guide you. Solidify. Witness my great undertaking. Rain Cutter, know my sword. Ist das gut, dass er in mir ist? Ich habe den Charakter gewechselt, ich wollte nicht wollen. Als ob meine 4-Taste nicht funktioniert. Och Mann. Das tut weh. Das tut richtig weh. Moments of birth. Rain outlines your fate. Let me... Wie in Gottes Namen habe ich ihn lahmgelegt? Egal. Go! Order guide you. Solidify. Coming to be. Rain Cutter. Nein, geh nicht drauf. Oh, du hast die Blume nicht zerstört, was ein Ehrenmann. I will have order. Stabilize. Feel this ancient power. Witness the power. See? Time to go. Okay, das war schon mal gar nicht mal so schlecht. Und das hier wird jetzt nerviger. Into the wind. Clouds high. The birds call. Brace yourself. This is gonna hurt. Wo ist auch das? Okay, das hat gut funktioniert. One with nature. Das hat auch einigermaßen noch gut funktioniert. Everybody stand back. Komm dahin. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Wo ist der Feuerboy? Where you at, my man? Into the wind.
wind knows me. As one with wind and cloud. Tidal wave. Shouldn't let your guard down. Komm, sterbt doch. Wie könnt ihr alle noch leben? Danke. Okay. Die ersten 3 Sterne sind zu Hause. Chamber 2. Chamber 2 ist mein Albtraum. Die zweite Hälfte von Chamber 2 mit den 3 Magukenkis. Ich will. Huh? It's my lucky day. No, my sword. Oh, jetzt ins. Da, mein normal neu. Also wenn ich da meinen Skill ins Nichts mache, das kommt mir nicht ins Haus. It's my lucky day. Stabilize. Ah, und mein Skill ist jetzt noch auf Cooldown. Nice. Rain outlines your fate. Das war schon mal ein besserer Start. Burst forth. Finally. No. Und die beiden netten jungen Männer. Wo ist der noch? Perfekt. This is order. Come into being. Witness the power of Gugwa. See? Higher, higher, pants on fire. 3,5 Stunden noch, da habe ich alle Drops. Ich glaube, ich muss meinen eigenen Stream bald aufmachen und dann alle meine Drops einsammeln. Nee, das ist halt nervig, weil ich den rauslassen muss. Aber das ist echt cool, dass ich Drops kriegen kann. Also, was heißt ich Drops kriegen kann? Also, ne, dass ihr Drops kriegen könnt. Stabilize. Please die. Yes. Yes, die. Danke. Lul. Higher, pants on fire. So ist es. Oh Gott, ich werde instant fast gewonshot. Warum hier wieder? Ich hasse euch so sehr, ich hasse euch so sehr. Everybody stand back. Oh Gott, fickt euch, fickt. Nein. Leave. Da muss ich mich erstmal mental drauf vorbereiten. Also, mit vielem habe ich gerechnet, aber nicht, dass einfach jetzt in der nächsten Kack-Version immer noch 3-mal nacheinander das komplett gleiche Floor 12 ist. Es tut weh. Es tut einfach weh. Immerhin kriege ich ein bisschen Battle Pass Belohnung. So, jetzt zum Trost eine Constellation für Chi-Chi. Komm nach Hause, Chi-Chi. Was? Es ist nicht Chi-Chi. Komm nach Hause, Chi-Chi, bitte. Ich brauch dich. Okay, erstmal Belohnung abholen. Erstmal Belohnung abholen. Yes. 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 Let's go. So, jetzt. Komm nach Hause, Chi-Chi. Oh. Bitte sei Cookie. Bitte sei Cookie. Es ist ein Kackbuch. Es ist... Nö, das war nicht Cookie. So, was habe ich jetzt alles gekriegt? Ah, toll. Ja, toll. Sag mal. Ja, HP Goblet. Leben nichts mehr gewollt. Elemental Mastery, nice. Elemental Mastery Circuit mit Crit. Nimmt man.
Das ist jetzt nicht so cool. Ja, okay, das. Komm. Oh, ich habe noch voll viele von denen, die kann ich noch abgeben. Ab zu den Aranaras. Oh, ey, Michael, jetzt kannst du sehen, wie sexy die Araras sind. Can we get much higher? Ara. So high. Du, du, du. Du, 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 du. Du. Can we get much higher? Guck sie dir an, da ist ein Ara. Er ist aber wunderschön. Ah, ich muss das Team wechseln. Smash. So ist es. Ich meine, die Dinger sind auch keine Ahnung wie alt, also ist in Ordnung. Aber es sind alles nur die Dicken hier. Warum sind hier nur die dicken Araras? Es gibt die in allen Formen und Farben. Guck mal, der ist extrem old. Ah. Araya. Und der hat einen sexy Bart. Der hat keine Augen. Oh mein Gott, der hat keine Augen. Der arme alte Boy. Oh, guck mal, hier ist einer mit Mütze. Der ist auch sexy. Ja, Smash. So. No time to lose. No time to lose. Da hast du recht, Child. Arakaraman. Er hat auch einen sexy Bart. Die sind alle einfach sexy. So. Liebe Riesenzwiebel, gönn mal Rewards. Oh, sogar noch 2 Wishes, was zur Hölle. Da gehen wir dann gleich nochmal ins Standardbanner. Habe ich jetzt eigentlich genug Geld, damit ich Raiden nochmal verbessern kann, gekriegt? Ja, oha, habe ich viel Geld durch das Event gekriegt. Damn, das ist lecker. So, gleich hier und jetzt. Gönn was Cooles aus dem Standardbanner, bitte. Ich hätte so gern irgendein cooles Schwert, Wolf's Gravestone oder so. Oder Cookie oder sowas Cooles. Ja. Ich muss noch so auf diesen einen Kackboss machen, also mache ich ihn jetzt nochmal. Party Setup. Utau. So, Michael, du darfst dich gleich hier, wenn ich den Boss gemacht habe, dann kann ich dir die Optionen zeigen, die wir jetzt haben, die wir machen können, und du darfst sagen, was wir machen wollen als erstes. Gather. Know my sword. Witness the power of Gugwa. Rain out. Yep. So, Michi, jetzt pass auf.
komm, lad schneller, damit du die wunderbaren Optionen sehen kannst. Und zwar, so, die Optionen sind, entweder gehe ich wieder ins Abyss, da wo ich gerade war, mit dem, wo ich die ganze Zeit die Kackboys fighte und weine die ganze Zeit, weil, obwohl, was heißt weine die ganze Zeit, das habe ich halt schon letzten Monat und davor gemacht, also kriege ich das irgendwie hin, aber es ist halt nervig. Mit dem fightet ihr die ganze Zeit, bis ich das hinkriege. Oder ich mache entweder die Main Story weiter, weil da ist jetzt vor ein paar Tagen auch, ne, mit dem Update neuer Teil der Main Story rausgekommen. Oder ich mache hier von dem einen neuen Charakter hier von der guten Dea die Story Quest. Oder ich mache das Hangout-Event und chille mit einem anderen Charakter hier, mit der guten, wie heißt sie? Farusan. Also, musst du sagen, ob ich mit dem einen Girl chillen soll, ob ich die Story Quest von der guten hier machen soll, oder Main Story. Oder Dings da. Das heißt, das Fighting-Ding, was ich gerade gemacht habe. Ja. Yannick sagt ja. Ja, hört sich gut an. Alter, ich krieg mein Wasser nicht auf. Ich bin weak. Ah. Michi sagt auch ja. Ja, hört sich immer gut an. Wie viele Promo Jumps habe ich jetzt? Ja, Michael, erzähl mal jetzt. Weil eine Entweder-Oder-Frage ist ja nicht die Antwort. Also schon, aber. Nein. Ich verstehe dich nicht. Okay, pass auf. Dann nochmal ganz einfach. Entweder Yannick ist zu laut. Ja, dann sagt Yannick, dass er nicht so laut sein soll. Und zwar, entweder machen wir wieder den Fighting-Shit, den ich gerade gemacht habe. Ne? Ich hoffe, das hast du jetzt verstanden, dass Yannick dich nicht angeschrien hat. Oder wir machen die Main Story von Genshin weiter, weil da ist jetzt mit dem Update, ne, weiterer Teil der Main Story rausgekommen. Hier, Main Story. Oder wir machen von einem Charakter von einem neuen die Story. Oder wir chillen mit so einem anderen Charakter. Ja, danke, Michael. Die Main Story willst du? Okay, dann machen wir die Main Story. Wo ist es? Da ist es. Da bin ich sehr gespannt. Ach, Farusan, das spoilert mich nicht, okay. Dann hören wir auf Yannick erstmal. Und Main Story machen wir dann, wenn Yannick seine Rewards hat. Ja, noch machen. Beginn Hangout. Ich kündige, wenn du nicht auf mich hörst. Das nennt man gesundes Arbeitsverhältnis. Was ist dir mehr wert? Mir ist nichts mehr wert. Ihr seid mir alle gleich viel wert, weil ich euch alle sehr liebe. Vor allem, wenn du wieder komplett rational handelst mit solchen Sachen.
Lasse macht das safe auch, der hat Erfahrung. Even though most of the Academia's restrictions have significantly relaxed, I'm still a bit worried that the Matra might give her trouble. Damn, was macht Tenari jetzt hier? I need to stay here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Does it have to be me? I'd only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well? Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, I think I need to mentally prepare myself first. I know. You'll have a tough time if you go by yourself. If we could arrange for someone to accompany you... Oh, hey there! Ah, it's been a while. What a coincidence. I was just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. Ah, und die Arten von Quests hier sind halt auch echt funny, weil da hat das tatsächlich einen Impact von dem, was man auswählt, weil das ist halt so quasi eine Quest und je nachdem, was du auswählst, machst du halt andere Sachen und dann zum Schluss kriegst du halt so einen Baum quasi, siehst du, was du so ausgewählt hast und kannst dann von jedem Ast aus quasi wieder anfangen, damit du versuchen kannst, ein anderes Ende zu kriegen. So, also mal gucken, was ich für ein tolles Ende beim ersten Mal kriege. Erst mal ihn fragen, warum er über mich nachdenkt. Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the Academia. Not the sort of thing you'd shout from the rooftops. Also, you happen to know about this situation? There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for the task. Research banned by the Academia. It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. Who's she? You might have heard about her in Sumeru before. Her name is Faruzan, and she's a very experienced senior researcher. Let's just say that a huge part of Ksharowar's mechanical research over the past 100 years have used her academic discourse and manuscripts as their foundation. She is, but she vanished for 100 years because of a certain incident. She only returned to the Academia after being found in the wilderness a few years ago. Because of that, her current personality can be a bit strange, as is her attitude towards Kale. Vor allem der Charakter, über den er spricht, ist halt einfach richtig random ins Spiel dazugekommen. Ohne irgendeine Backstory. Man hat den davor im Game noch nie gesehen, weil sonst ist das halt so, bei den Charakteren, die neu dazukommen, die man spielen kann. Die haben irgendwie schon in der Story mitgemacht und man weiß halt so, was die für Leute sind, was die für Sachen machen. Und sie ist halt einfach dazugekommen, ohne irgendwelche Informationen. Und das ist jetzt halt die erste Quest, wo man irgendwas über sie erfährt. Heiso, ja. Heiso halt auch, bei dem ist es halt auch genauso gewesen. Es ist halt ultra weird. Aber Heiso war funny mit seiner Quest. Die war richtig gut. I'm getting a headache just thinking about it. She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. I'll try. Yes, Ksharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced, so I can't trust them with this matter. However, Faruzan isn't influenced by modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. Anyway, can you go with Kale to the Academia and check on Faruzan for me? Sure thing. Thank goodness. I was so anxious. I'm counting on you too. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on.
Our task is important, but not that urgent. If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. After all, if she's distracted by other things, it'll affect her ability to help us. All right, let's go! Let's go. Oh, und die Art von Quest wird dir gefallen, Michael, weil da ist es halt richtig häufig so, dass Paimon so gut wie gar nicht spricht. Bring it on. Also, das ist die richtige Art von Quest. Weil hätten wir die Story-Quest wirklich gemacht von der Main-Story, dann hätte da Paimon wahrscheinlich gar nicht mal so wenig geredet. Okay, ne. 600 Meter laufe ich nicht zu Fuß. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Sorry, what did you say? Oh, could you repeat yourself? As you know, I'm sure, hearing goes with age. Farzan, I said that you need to give us an answer. Ah, yes. And did you forget to add madam when you addressed me earlier? Your hearing is perfectly fine. Madam Farzan, we don't want to make things difficult for you. However, you haven't been teaching courses or supervising theses these past few years. Isn't this rather problematic as an advisor? Never mind the students, even other advisors are starting to complain. And who, if I may ask, complained? If they have any issue with me, tell them to talk to me themselves rather than waste any of your time. You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. Oh, vom Design her ist sie eigentlich ganz cool. Ihre Augen sind ein bisschen verwirrend mit den riesigen Dreiecken da drin, aber sonst ist das Design eigentlich ganz cool, finde ich, von ihr. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ihre Personality ist, aber eigentlich ein bisschen weird. Und ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr so stark, weil sie halt nur ein 4-Star-Charakter ist. But Madam Farzan, it has been a long while since you last made any practical academic contribution yourself. Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the reviewer doesn't understand the very nature of knowledge itself. In any case, it makes no sense to use a metric like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should write a letter of complaint right this instant. Wait! Madam Farzan, please let me finish. That's her, all right. But the person with her doesn't look like a Matra. She looks so young. Ist halt echt so. Sie ist 100 Jahre alt. Warum ist sie so jung? Shh! She hates it when people call her young! Her body Ich mag apparently stopped Forster ja aging nicht, during bitte. the year she was gone. So that's why she looks the same as she did 100 years ago. Oh, she disappeared for 100 years. What in the world happened to her? Okay, I think I'm ready for this. Let's go! Anyway, Akara Crafts and the leader of Kasharawar would like to invite you to collaborate on this project. They're wondering if you'd be interested. Madam Farzan? Are you listening? Mm-hmm. Ah, Kale! Why are you here at the Academia? Are you feeling better now? I'm much better, Madam Farzan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that brat Tainari forcing you to stay up late again? No, it's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to when I see him. I'll also prepare some health supplements for you. There's really no need. Ah, and is the person beside you the legendary Traveler? Oh, I've heard much about you before.
In fact, I've been meaning to meet you for a while now. It is thanks to you, after all, that the Academia is finally getting back on its feet. Even Kale's illness is... Ahem. Madame Farzan, I believe we were still discussing the collaboration with Akara Crafts. I'd wager it's those Kasharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider teaching a class. It might be difficult to teach a course with topics that only fall within Haravatat's subjects, but we can't delay this anymore. You need to give an answer. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. Could you not give me a few more days to consider? This matter has been delayed for so long already. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. What a waste of free time these folks are. Now you two are here at Tainari's behest, I take it. I'm sorry, but given the current situation, it looks like I'll have to come over some other day. Of course. I shall need some time to think as well. Jetzt kommt Collie und macht Ansage, hoffentlich. He's so busy. Master said there's no rush, but I know that he's been busy working on something at Pardees DI, so he hasn't returned to Gandharvaville for several days now. I feel for Madame Farzan, but I still want to ask her to come with us. But if I get her in trouble with the Academia, then she won't have the time to help Master. What should I do? Oh, this is such a headache. Jetzt kommt die erste Entscheidung, die was ändert. Entweder helfe ich ihr Problem zu lösen, oder ich denke einfach, hey, komm einfach mit, fick dich, okay. Wir machen natürlich den Weg mit, komm einfach mit. But if someone does complain to the Academia, wouldn't it make Farazan's situation more awkward? And if the Academia investigated and found her at Pardees DI, things would get even worse for her. Do you have some way to invite her over to Pardees DI without stepping on the Academia's toes? I do have the makings of an idea. Perfect. Okay then, I'm counting on you. Huh. I have to teach students from Haravatat, or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. Madame Farzan, we're back! Sorry for asking again, but are you sure you can't go to Pardees DI today? Well, since you're asking me so sincerely, let's just ignore the Academia and... Please, Madame Farzan, focus! Today's the deadline. Huh? Yes. I see. No wonder he sent you two over. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Otherwise, I would have reported it as part of my research. Yeah, that's right! Master sent us over to explain everything to you. Wait. Opportunities for collaborative research don't just come out of thin air. This seems like too much of a coincidence. Also, there isn't much overlap between Madame Farazan's research and that of Amorta, right? What will you even be collaborating on? Master wants to research, a fully automated irrigation system. A Damn, fully sister, automated Google. irrigation system? Precisely. It's a system that can automatically adjust the amount of water it provides based on the season and the plant species involved. I saw a similar mechanism while exploring a rune in the rainforest. That's why Tainari wanted to collaborate with me. A mechanism like that exists? Why haven't I heard of it before? I found it 100 years ago.
So it's only natural that you don't know about it. Why don't you go ask your teacher's teacher? Perhaps they've heard about it from their teacher. But we can't prove its existence one way or the other, right? Fret not. I'll have Tainari write an official proposal to the Academia later. That should do it, right? An official proposal. Fine. We haven't made any progress with either the collaborative project or the elective course anyway. I'll go inform my superiors now. Please do take care of the paperwork as soon as possible. Don't delay this any longer. Sure. I'll be sure to needle him until he gets it done. Phew. I think she bought it. Even though this is our first meeting, I must say, we make a good team. Wow! You made up that excuse on the spot, huh? Madam Farazan, did you really find an irrigation Damn, system Collei, 100 years you're ago? stupid. If the Academia asks for any details... Who knows? It's been 100 years, so it wouldn't be too surprising if I've forgotten a few details, no? Huh? Then how will we explain things to them? I'll let Tainari worry about whatever documents we might need to send to the Academia. If I'm right, the request he has in store for me won't be any simpler than the Academia nonsense. Ja. What are you talking about? Master, we're back! Huh? Where did he go? You don't have to shout. I can hear you. Well, you got here much faster than I expected. I thought you'd have a lot more business to take care of. Thanks to the Traveler, I was able to, pawn off various problems of mine onto others. Onto others? What does that mean? We can discuss that later. You're looking for me because of the thing you mentioned in the letter, right? That's right. Please, follow me. Let's go. Man kann da reingehen. Ach so, das ist dieses Ding, was aussieht wie ein Gewächshaus, stimmt. Oder es ist basically einfach nur ein Gewächshaus. A monster? Why is there a monster here? Don't be scared, Collei. This is the mechanical life form the Traveler and I saved a while back. Its name is Karkata. It's the final work of a late junior of mine. You mean Abatui? He must have been a genius to create one of such polish all by himself. It's uncommon that a Spontamod researcher is able to create such an intricate machine. If he were still around, we could probably chat the day away. What a shame. Der Moment sieht gar nicht gut aus. Something seems wrong here. Have you been maintaining it? Mechanical life forms are much more fragile than they look. Is Karkata sick? Karkata has been lying down like this since a few days ago. It could be an old malfunction acting up again. I've taken a few courses conducted by Spontamod before, so I've managed to perform some passable repairs on Karkata's energy supply module. However, it seems the issue this time is with its transmission. My knowledge can only prevent its condition from deteriorating any further, but Madame Faruzan, you should be able to find a way to repair it. Not necessarily. Mechanical life forms are created using techniques from alchemy, elemental science, and more. There are multiple modules here that influence each other. A simplistic knowledge of mechanisms will not serve here. You know that as well. Each mechanical life form is very different from the next. So even I cannot be sure if my understanding of mechanical life forms is going to be of any use to our little crab friend here. Karkata.
Damn, Collie geht Can einfach you all go von outside for a I, minute? was ist I das need a zu bit of space. Big Mitleid. Before I do a thorough check, everything we've just said is but conjecture. All right. We're counting on you, Madame Faruzan. Also bisher ist sie auf jeden Fall, sagen wir, ein interessanter Charakter. We'll wait here till Really, Faruzan oh, finishes sag her sowas doch inspection. nicht. In the meantime, I'd like to talk to you about her. Mal gucken, vielleicht sagt Tanari jetzt auch einfach 1:1, dass sie eine Ho ist. Her past, huh? Quite a few people in the academia know about what happened to her. Perhaps it'd be best if I'm the one to tell you. I've told you before that she disappeared for 100 years, right? From her perspective, trapped might be a more apt description. Her exact words were, That ruin was crawling with traps and coded inscriptions from wall to wall. I did all I could to decipher the code and deactivate the traps to escape the ruin, but there was no way out. I lost track of time and I ran out of pen and paper. In the end, I had to use stone shards to write on the walls and on the floor to decipher the code. Then, before I realized it, I ran out of space on the walls and floor. I had to calculate all the possibilities in my mind. Damn, was soll es? Sie hat aber 100 Jahre gebraucht. 100 Jahre, um aus einer Falle zu kommen. Damn. After that, my memory started to become fuzzy, and my cognition slowed down. she doesn't remember anything else, including the location of the ruin and how she finally managed to escape. When she was found in the outskirts of Sumeru a few years ago, she looked exactly the same as she did 100 years prior. However, she was in a stupor and struggled to form sentences. Only after a lengthy recovery period could she speak again. Aber das ist natürlich die Frage, warum zur Hölle? Was hat sie gegessen? Was hat sie getan? The academia speculates that she must have gotten trapped in an unknown ruin while researching machines a century ago. And because of the ruin's special properties that halted her aging, she was able to use those 100 years to crack the trapping mechanism and then escape. Though she had finally broken free, 100 years had passed. Everyone she knew, and everyone who knew her, was already gone. In the end, even the academia had to rely on century-old records in the Akasha to confirm her existence. Don't make that face. I'm not telling you this because I want to drum up sympathy. She wouldn't want others to pity her because of past events. Rather, she sees that period of entrapment as an experimental error. As a researcher, she must accept everything that results from her experiments, even if they don't fall within expectations. Even after going through so much, she's returned to Sumeru and still hasn't given up on her research. Due to changes over the years and drift in academic subjects, she holds some rather strong opinions about the current academia, and she has no shortage of detractors herself. What I want to say is that no matter what era we're in, Faruzan is a true senior researcher in every sense of the word. She has her own deep understanding of various ruins and machines. If there's a chance, you should talk about them with her. It'll definitely be helpful for your journey. I see. Master, Madame Faruzan's done. Oh? Let's head over. With any luck, she might have figured something out. I never thought that I'd encounter a restitution module once again after 100 years. Abatui really installed quite a few impressive things on this. If my guess is correct, this mechanical life form has displayed attempts at self-sustenance before, right? Such as collecting parts to repair itself, for instance? It used them for something else, but as far as its design goes, it does have a function like that. I knew it. If I'm not wrong, Karkata's issue lies with its restitution module. Abatui's modified this module extensively, but the core parts and design philosophy are very similar to the principles as I know them. They are all based on principles learned from the ruins. The creators of the ruins machine once tried to create a perpetual mechanism that could replace life or even surpass it.
The restitution module is the result of one of their countless attempts. It replicates the behavior of living things to achieve a self-repair function. However, the energy required in maintenance of the module became an issue. Energy consumption? Maintenance? For example, a living thing's heart can deliver nutrients and blood to various organs. However, the bigger the living thing, the more powerful the heart needs to be. Once the heart is damaged, it'll be hard for that living thing to heal itself, and even the function of other organs can be affected. Thus, the attempt wasn't widely adopted. Even 100 years ago, I'd only seen it once before. Oh dear, this is going to be a problem. Based on my current research, I'll need to swap out the damaged parts in the restitution module to repair Karkata. But like I just said, the module is rare, even by the standards of ancient machines. Not only that, but there is very little related research documentation available. Finding suitable parts would be like trying to find a single gear in the vast desert, to say nothing of the difficulty in making those parts from scratch. One can only wonder where Abatui found the original parts. I might have an idea. Abatui was, for a time, quite passionate about excavating the Great Red Sand. This was when he had just gotten expelled from the academia. You mean to say he found a restitution module in the desert? Oh, that is indeed possible. Damn, wenn ich jetzt in irgendeinen Teil der Wüste gehen muss, in dem ich noch nie war, das wäre nicht so cool. Obwohl, ich hoffe, ich kann die einfach aufdecken. Und nicht, dass ich da irgendeinen Bullshit machen muss, aber eigentlich glaube ich, das dürfte gehen. Aber ich hoffe einfach, dass es in einem Teil der Wüste ist, wo ich schon war. But the desert's huge! How are we supposed to find the parts that Karkata needs? According to the Academia's records, no similar parts have been found in the Great Red Sand over the past 100 years. If we want to try our luck, we'll have to explore ruins that have never been explored before. I do know that a Vahumana researcher formed an expedition team after the sandstorms and earthquakes subsided. They are now exploring areas of the desert that used to be difficult to access. Should we ask them if they've made any new discoveries lately? The chances are slim, but it's at least more effective than running around like headless chickens. Warum soll ich wissen, wie der Typ heißt? Das ist doch viel wichtiger, wo er gerade ist. Wir fragen, wo er ist. His name is Raid. I think he's stationed at the northeast part of the Hypostyle Desert. Let's go look for him once Karkata settles down. Oh, you and Kale should probably stay. Karkata's condition may be stable, but it would still be better if some of us stay to look after it. Besides, you still need to take care of the trouble that the Academia left for me. Oha. Vielleicht ist es einfach ein Flirtversuch und sie will einfach alleine mit mir sein. Sie denkt sich, nö, ihr müsst da bleiben. Ich gehe da mit dem Boy hin. Damn. Trouble from the Academia? I thought you said you pawned it off to someone else. Wait, don't tell me. I'll let Kale fill you in on the details. I look forward to seeing your work, Tainari. So, wenn ich jetzt bitte. Lass den goldenen Punkt nicht mitten im Schwarzen sein. Oh. Okay. Damn, den Waypoint habe ich nicht. Das ist frech. Okay. Wir wollen erstmal zum Waypoint da. Can we get much higher? So high. Oh. Hey, hat mich geheilt. Nö, geh weg, Skorpion. Los, kletter hoch, my man. Yes. Oh nee, dich will ich nicht einsammeln. Da ist
Die Statue, die sollte ich wahrscheinlich auch mal aktivieren. Dann kann ich wenigstens sehen, wie die Map aussieht da. Aber erstmal will ich den Waypoint haben. Kann ich die Dinger kaputt machen? Bam! Bam! Oh mein Gott, kann ich. Let's go. Die Wüste habe ich also überhaupt gar nicht erkundet bisher. Alter, 4%, 18%, das ist mehr als ich dachte, 9%. Damn. Und dann kommt der Dschungel, 100, 100, 100, 100, 100, 77 und 96. Hey, warum stehst du da? Was soll das? Geh weg. Oh, warum steht die alle da? Damn. Time to go. Yeah. Noch so ein Ding. Bam! Oh, da war ein Ei drin. Let's go. Damn, sieht aber schon cool aus hier, das Gebiet mit dem großen Tornado. Ah, perfekt, jetzt habe ich die ganze Map aufgedeckt. Einfach das große Wüstenarschloch. Diese Map ist einfach so riesig inzwischen, das ist einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Habe ich davon welche? Nö. Okay, also. Ich habe Instant Achievement gekriegt. Chillig. Ah. Fünf Primo Gems, wie viel habe ich jetzt? Fast 2000. Darauf erstmal noch einen Standard-Banner knallen. Von den vielen, die ich über habe. Let's go. Ah, es ist wieder mal nichts. Ja, noch ein Bogen. Oh, erstmal muss ich das ganze Geld, was ich bekommen habe, natürlich ausgeben. So, Raiden, deine Talente werden verbessert. Let's go. Mehr. Vielleicht habe ich kein Geld mehr. Ja. Einfach bei anderen Charakteren einfach ein Stat wird verbessert, der Damage, und bei ihr einfach ein ganzes Textbook voll an Stats. Was zur Hölle, warum? Oh, 187. Und ich habe kein Geld mehr. Let's go, alles ausgegeben. Perfekt. So, gucken wir doch mal, wie es hier weitergeht. Hallo. Damn, der ist einfach angeschimmelt. Halt! Mr. Raid's permission is required to proceed any further. We are not outsiders. He's a researcher. That still won't do. Mr. Raid told us to keep people away from the ruins so they don't damage the site. Damage the site? I've excavated more ruins than you've visited restaurants.
Which batch of students is Raid from? I want to see him right now. He isn't at the campsite now. You should all leave. Only he can give you permission to enter. What a stubborn guy. Jetzt habe ich wieder was, wo ich mich entscheiden kann. Entweder kann ich hier warten oder mir denken, nö, wir können nicht unsere Zeit so verschwenden. Natürlich, sage ich. Wir können unsere Zeit nicht verschwenden. You're right. Even if there is new information, we still have to wait for him to come back so we can ask him about it. So let's just see what we can find out from the people here. I'm going to give that Raid a good talking to when he gets back. Starting from who in the world mentored you? Ich finde sie funny. Sie hat zwar ein bisschen Anger-Issues, aber ist schon funny. The wind knows me. The ruins? Don't know anything. We were only hired to deliver water and supplies to them. Forget excavation. They won't even let us get close to the camp where they're staying. Ja. This area used to be ravaged by frequent sandstorms, but it's been calm lately for some reason. They say that this was done by a single traveler? But seriously, is such a thing even humanly possible? Mehr Informationen von den Villagern. Unfuchs. Rippchen. Raw meat. That machine looks amazing. Could it be the legendary Ruin Wanderer? The location seems to fit too. Might that legend actually be true? Well, I found out everything I could. Is there anything that stands out to you? Definitiv. Die Maschine ist am relevantesten für die Sache. Ruin Wanderer. That's the first time I've heard that name. But that wreckage did seem a bit weird. It's a bit far away, and I can't really say for sure from this distance. Perhaps we should ask the villager from before about the legend first. Huh? What are you guys doing back here? I wouldn't blame you for not knowing about it, youngsters. After all, it's a tale that's over a decade old. Oh. It's said that this monster, the Ruin Wanderer, traversed through various ruins for centuries. Many adventurers had claimed to see it while exploring. Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Then, about 10 years ago, we stopped hearing any news about it in Sumeru. No one has seen it since then, and the legend has since faded into memory. You youngsters probably don't know about the Ruin Wanderer nowadays, but it was famous for centuries. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Wait, back then? Indulge my curiosity for a moment. Why do you think that wreckage is the Ruin Wanderer? Well, I had also heard that secondhand from... You heard that nonsense from the Eremites after they got drunk, right? Who are you? Madam Faruzan, it is a pleasure. I'm Raid, the one who organized this archaeological expedition. I'd heard of you at the Academia, but I didn't expect to run into you here. Truly, it is an honor. And this must be the famous traveler, I presume. What brings the two of you here? Have you found any special contraptions and relics in the ruins that you've been investigating? I'm ashamed to say that we haven't found anything noteworthy, even though we've been investigating for a while now.
Really? That Ruin Wanderer isn't noteworthy to you? I'm afraid those are mere rumors. Really, I sometimes wish that those people would put as much effort into their work as they do into gossiping. Damn, you're hat ihn right, sir. geroastet. I'll get back to work now. The wise do not buy into rumors, so it is said. I believe that you too, Madame Farazan, do not put any stock into such baseless talk. It is also said that real knowledge shall come from practice. I can help you research the excavated relics and see if I can find out anything new about them. You can take credit for any new discoveries. I believe this offer to be sufficiently attractive. In truth, I could ask for nothing better than your help with our research. However, you two must be tired after a long journey. I'd feel bad if I set you to work immediately. It's getting late and my subordinates and I are heading back to the camp to rest. Why don't you find a place to spend the night first? We can continue our discussion tomorrow. There's a tent that the villagers occasionally use to rest. It's a bit simple, yes, but I hope you won't mind. Since you need to rest as well, let's do just that. Ja, bisschen chillen. Go to the makeshift camp. Komm. So, ich glaube, ich knall aber einmal in der Zwischenzeit einen Boss weg. Weiter muss ich ja immer warten, bis der wieder neu spawnt, also. Warum nicht jetzt zwischen der Story mal eben schnell machen? So. Hutau, komm raus. Du bist, mal Girl, das die Leute entehrt. Oh, hell yeah. Solidify! Body and let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Hey. Bleib doch hier, lass dich hitten. Damn, nicht gekrittet. Stabilize. Burst forth. I will have order. Komm. Perfekt. Och, warum denn nur 2? Gönn doch 3. Das könnte lecker werden. Für Ganyu. So, wie viel brauche ich jetzt noch? Ah, noch so viele. Und dann brauche ich noch so viele für Kuchosara. Das ist halt alles so sad. Das ist echt alles so sad. Aber für sie brauche ich auch noch die Blumen. Yannick, eventuell muss ich nachher einmal deine Welt dry sacken. Oder morgen oder so. Das hat nicht so die Eile. Weil ich ein paar Blümchen brauche. So. Und jetzt wieder in die Wüste. I could get used to this. Time to go. Und eine Runde entspannen. This is quite far away. Are they trying to prevent the villagers from eavesdropping on them? This suits us just fine, though. This way, they won't overhear our conversations either. Now, I have my suspicions about this archaeological expedition team and that machine wreckage. I only caught a quick glimpse, and it was from a distance. But based on the condition of the armor and joints, it didn't seem like something that had been lying around for centuries. At most, I'd estimate that it only stopped moving about a dozen years ago. Yes, the timing coincides with the spreading of the legend. Now, assuming that it really is the Ruin Wanderer, how do you suppose it was able to maintain a relatively good condition despite high-intensity operation over the course of several decades? That's right. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis.
However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Well, this was over 100 years ago. It was a machine about the same size as Karkata, actually. It couldn't carry heavy objects or fight, and was only able to help me record some notes. It also helped me deliver letters home. I found it near the desert, which is why I wondered if there might be more restitution modules buried around here. Is it no longer around? Honestly, people in ancient times might have already solved the problem of providing enough power for all I know. I'll need to research this properly. Had I confronted Raid right there and then, he would have said that he couldn't tell that the machine was special. Then he'd just hand it over to the Academia obediently, and he'd get away scot-free. If the wreckage were to be handed to the Academia, it'd be much tougher for us to do research on it or get spare parts for Karkata. Anyway, we should figure out what they're planning before making our next move. They insisted that we should stay the night, which means if they're trying to pull a fast one on us, they're likely to try tonight. We must be vigilant. Doch nicht entspannen. Are those sounds coming from the excavation site? I knew they wouldn't be able to wait. They must be scared that we might discover something tomorrow. Not a single person guarding the campsite. This must be quite the manpower expenditure. I'll see if they left any clues behind at their camp. Keep watch and help me stall them if it comes to that, would you? All right. I'm counting on you. Ich hoffe, man kann sie im Laufe der Quest noch ausprobieren, weil ich würde echt gerne wissen, was sie für Fähigkeiten und so hat. Weil sie ist halt ein Anemo-Charakter und davon gibt es echt weniger. Sie ist halt der Erste in keine Ahnung wie lange. Ah, nee, never fucking mind. Danach kam noch der gute Boy raus. Der Wanderer. Aber dazwischen halt einfach. Wasayu, der Letzte, was zur Hölle. Oh mein Gott, es ist aber lange kein Pyro-Charakter rausgekommen vor der. Einfach Thoma, der Letzte. Why isn't the tent here yet? We need to switch it out tonight. It's still on the way. I'm afraid this is the first time we're delivering such a huge one. You good-for-nothings are just a load of trouble, aren't you? We wouldn't have to deal with these interlopers if you had kept those lips of yours from flapping. Hurry up and hide our current tent and deliver the new one to me tonight, no matter what it takes. Huh? Who's there? Oh mein Gott, ist das gut. Er einfach, who's there? Und der Heli-Chal im Hintergrund, der ist komplett... Alter, ihr seht das nicht wegen meiner Cam. Wartet, das müsst ihr sehen. Passt auf, pass auf. So, Cam. Jetzt, da ist einfach ein Heli-Chal komplett am Dancen. 10 von 10. Er feiert sich einfach komplett ab. Ist das gut? Oh mein Gott, ja. Perfekt. So, die Cam kommt wieder genau über den Heli-Chal. Obwohl eigentlich kann die dahin. Ich glaube, da war sie schon nicht schlecht. It's me. I'm sorry. I'm just a bit upset because my subordinates aren't doing their jobs properly. When did you get here? It's nothing. Just a tent. We didn't pack up all our tents from the last campsite. Some of them, along with a few people, have been left there. Someone damaged our current tent, so I'm trying to get my subordinates to get one from that previous campsite delivered here. The relics in the ruins are highly valuable, so
I'm worried that treasure hoarders and bandits might try to steal them. Since the tent isn't here yet and I can't fall asleep, I came here to patrol. Well, these things are antiques after all. There will always be people interested in buying them. I hired so many people precisely because I was worried about that happening. Speaking of which, I'd like to ask, is the Academia really aware that you've traversed through the desert to come here in the middle of the night? Also, where's Farazan? Why isn't she with you? I'm right here. Also, you forgot to address me as Madam. Ach, Matt. Sorry, Madam Farazan. You were all making so much noise that I couldn't sleep, which is why I got the Traveler to find out what was going on. Und But noch for ein some tanzender reason, Hilly-Troll that one hinten. task took forever. Ist das So gut? I came to check in on the situation. Ist das gut? Ich liebe es so sehr. Die chillen einfach ihr Leben. Oh mein Gott, die sind einfach so gut. Der eine fuchtelt ein bisschen mit seinem Stöckchen rum, der eine ist komplett am Abtanzen. Oh Gott, das ist einfach viel zu gut. Hilly Charles, absolut beste. I'm very sorry for disturbing your rest. I'll tell my subordinates to be quieter on patrol. Good. Come on, Traveler. Let's head back. Fehlt nur noch, dass deine Ding Gritty hittet, ist halt echt so. Dann würde ich auch aktiver spielen. Safe. Ich hoffe, es gibt irgendwann Emotes in Genshin. Also ich finde ja, der hittet ja schon fast den Gritty da. Yes, we came to check out the situation, didn't we? Well, we've already done that. We should get better rest so that we'll have energy to investigate tomorrow. Was I mistaken? Ja, noch ein Fuchs. Und da ist der Dancing Hilly Chill. Ich darf ihn nicht töten. Im nächsten Gespräch muss ich mich wieder darüber freuen, dass er da chillt. Thanks for dealing with them. Now, I found something good on my end. These are the excavation records from their campsite. According to them, the ruins have been raided before, with numerous traps and contraptions having already been triggered. I also observed the wreckage up close earlier. The weathering is nowhere near as extensive as on the relics that have been buried for over 100 years. There's no doubt that the wreckage and the ruins don't belong to the same era. Instead, it must have wandered into the ruins about a dozen years ago. It could have fallen into a trap or encountered a glitch within the ruins, remaining stationary like that until it was discovered recently. However, I still don't know why they'd want to hide it. I have no doubt that the researcher could definitely reach the same conclusion I did. The last few pages of the excavation records are written in code, which I still need time to decipher. The answer may lie within those pages. It's just wordplay. And if anything, that's my wheelhouse. Just a bit more. Ah, I see now. Help! Please help! Oh mein Gott, sie haben es aktiviert. Why are you running away? Come back! Protect me! Was ein Idiot, was zur Hölle? Is it? Oh, ich hoffe, ich kann sie jetzt ausprobieren. The Ruin Wanderer? Reactivated? That's impossible! Is this the work of some kind of hidden mechanism? Never mind. We have to focus on saving lives first. I'll cover them. You go stall the Ruin Wanderer. Oh, was soll das? Ich wollte sie ausprobieren. Du kannst doch jetzt nicht einfach da... What? It ignored the Traveler? Why is it chasing after us? What could have caused it to reactivate? It to give chase?
Darn it! Hey, come on, you lot! It's clear that we can't escape, so let's just attack it! Oh. It stopped? Hey, you guys, get up there and tell me what's going on. But what if it suddenly moves? You good-for-nothings. Why is everyone I hired so useless? Move! I'll do it myself. Was ist der für ein Keck? Was soll das? Looks like this thing's parts can't handle the load of functioning anymore after years of disrepair. When it first reactivated, I was wondering if it'd be as amazing as the legends had pegged it to be. I didn't expect it to be so much weaker than it looks. How disappointing. Disappointing, you say? Now, is that because you won't be able to sell it for much? Faru-san, you may be my senior as an academia researcher, but that doesn't mean you get to slander me. You wrote these excavation records, did you not? Or perhaps calling it a ledger might jog your memory a bit better. I don't recognize that thing. January 3rd, excavated 5 tents. January 5th, 3 tents sold. January 10th, 1 special tent pre-sold. It must quickly be switched out with an old tent. You're supposed to be an archaeological expedition team, and yet here you are, secretly selling the relics and profiting from it. When you believed that you had found the wreckage of the Ruin Wanderer, you tried to switch in wreckage that you had excavated previously to pull the wool over the Academia's eyes. After all, there would probably be many wealthy buyers interested in purchasing the legendary Ruin Wanderer in Kannst the jetzt black jederzeit mich market. eintreten. Yes? Danke. And then we arrived just before you could finish your work. That forced you to speed up your plan, and you tried to complete the switch overnight before I could investigate the wreckage. In your haste, however, you accidentally activated the Ruin Wanderer instead. Did I get that all right? I don't know what you're talking about. Ich trete gleich in dich ein, wenn ich das erste Ende erreicht habe. Weil eigentlich dürfte ich ja gleich ein Ende für die Quest erreicht haben. You lack the curiosity befitting a man of knowledge, nor do you have respect for mechanical life forms. You're not fit to be a researcher. Ridiculous. Curiosity? Respect? I'm not here to hear you preach. Hey, we're leaving. Mr. Raid! Behind you? Gott, ich hoffe, das Ding tötet ihn. Bitte. Bitte stirb. Oh mein Gott, hat sie ihn wirklich getötet? Why is it moving again? Oh mein Gott. Als ob das wäre aber 15 von 10. Some said that it was like a giant, while others said that it was like a beast. However, none knew why it wandered the ruins. Technically speaking, the module shouldn't be able to move such a large machine chassis. However, I'm basing my knowledge on the mechanical life forms I've seen before. Centuries? Impossible. I heard nothing about it back then. It could only have been around for a few decades at most. Why is it chasing after us? Oh mein You've Gott. been looking for me this whole time? Alter, Plot-Twist, das ist das Ding, was sie mit in ihrer komischen Ruine hatte, wo sie 100 Jahre gebraucht hat, um auszubrechen. Was zur Hölle? Aber als ob das Ding ihn jetzt legit getötet hat, das ist einfach viel zu gut. Long time no see to Mimi. Das ist halt wirklich das Ding. Aber ich habe gedacht, das Große war das, was ihr Homie war. Aber wo kommt der Kleine jetzt her? Was soll das? Dear Farazan, I hope you're doing well.
It has been over 20 years since you went missing. People from the academia keep telling us to give up and that you're most likely dead. But somehow, I feel like you're still alive. Yes, that you live still in some corner of this world. You've always been persistent, able to shine no matter what situation you face. I believe that this persistence serves you well in surviving and finding your way home. Unfortunately, I likely won't be able to welcome you home when you do. I don't have much time left, and my reflexes have slowed. Others keep telling me to stop exploring ruins. Only Tamimi is still the same as before, always running off to places which you've been to. Your teacher and friends came up with an idea to remodel Tamimi so it can search for you in our place. You didn't like coming home back then and would always get Tamimi to send a letter back. Now we're leaving a letter with Tamimi. I wonder if it'll ever be delivered to you. I don't know the answer to that question, but if you ever read this letter, I hope it'll be when you've already found your way home. I regret not being able to say this to you myself, but I'll still feel sincerely happy for you, my dear daughter. Welcome home, Farzan. Einfach einen Brief von ihrer Mom Look at you, gekriegt. Tamimi. Yep. You've changed so much after all these years. Thank you for waiting for me all Aber this wo kam der time. kleine Bot jetzt her? I Was zur Hölle? safely received the letters. Your work is done now. You can sleep. Tamimi, the mechanical life form I encountered back then. When I would go on expeditions, it would follow me, take notes for me, and send my letters home. When I met with that accident, it was on the way to deliver a letter for me. I once thought that I'd never get to see it again. I didn't expect my teacher and others to remodel its self-repair function, upgrading it to self-learning. And so, in order to plumb the depths of unknown ruins and overcome dangerous traps, it repaired and modified itself using parts it found along the way. 1 decade of wandering became many, and soon, Tamimi, which used to be incapable of even moving heavy objects, became the Ruin Wanderer. All so it could deliver these last letters from them to me. He did. Oder war einfach in dem The großen Ding strain to drin? support such a huge body must have turned out to be okay. too much for your heart, right? Als ob er jetzt einfach das Roboter-Äquivalent zu einem fucking Heart Attack bekommen hat. Was zur Hölle? Even after the remodeling, its restitution module still can't function perfectly in perpetuity. It has been pushing itself beyond its limits over the past few decades. Just like a living being, mechanical life forms have a limited lifespan. It probably became trapped in the ruins all those years ago because its shelf life had run out. It most likely only reactivated because it detected my presence. And then it mustered up everything it had to deliver that last letter. Now, it can finally rest in peace. Yep. Tainari told you what happened to me, right? You don't have to apologize. It's not like this incident is a secret in the academia. Besides, I've always treated it as a failed experiment. As a researcher, I must accept this result. However, finding out that so many people were affected by my failure does make me feel somewhat conflicted. Can you head back to Pardis DI first? We've been here for a while, and it's best not to make Kale and the rest worry. As for me, I want to stay with Tamimi for a bit longer. Just a bit. Steht einfach die Press da und guckt den toten Robo-Kumpel an.
Talk to Tanari. Und er macht das gleiche, er guckt auch seinen toten Robo-Kumpel Seth an. You're back! How was your journey through the desert? Wait, where's Madame Faruzan? Nein, ich erzähle ihm die ganze Wahrheit. Oh no. She finally got to reunite with an old friend from 100 years ago. But As a researcher, she could perhaps accept it. However, as a friend, a student, and a daughter, we should give her some time. Let's just wait for her here. And in the future, I hope that we can be here to support her as her new friends. Wait until one day later. Ooh. Oh, ich bin müde, was zur Hölle. Is there to be no welcoming party? We've all been waiting for you, Madame Faruzan. That's more like it. Now, here are some components I brought back from the desert. Switch these out with the ones Karkata is using right now, and it'll be back in ship shape. Huh? Why do you all look so solemn? Come now. Liveliness befits youngsters more. Madame Faruzan, did these parts come from... Come now. I thought that you must have encountered some major problem. This isn't something you have to worry about. Well, it looks like you already know everything, but no need to feel bad. Like I said before, as researchers, we must learn to accept our failures. Was zur Hölle, sie hat einfach ihrem Robo-Homie sein Herz geklaut. Damn, rippern die Maschine. Tamimi had been operating beyond capacity for a century, and I'm unable to repair it with my current abilities. Not even with these parts. It would thus be much better to use them to extend Karkata's lifespan. As a senior, it is only right that I do something for the people who come after me. That holds true for both researchers and machines. Besides, I didn't say that I would be giving you these parts for free. They will only be used for Karkata temporarily. Otherwise, you wouldn't be able to help me with my research. I'll be sure to revive Tamimi once I've fully deciphered and replicated the creations of the ancient civilization. All right, I'll do my best to help. Me too. Although, I'm not sure if I'll be much help. Damn, warum ist Kolle immer so depressed? Was soll das? Thank you. If they could remodel Tamimi successfully even back then, there's no reason why we won't be able to do even better. And when that day comes, I'll be sure to say, welcome home, Tamimi. Ja, okay, Yannick, jetzt kann ich hier nicht eintreten. Also ich weiß nicht, ich fand sie jetzt nicht so schrecklich vom Charakter her. Sie ist ein bisschen weird, aber... Ja, einfach keine Ahnung wie lange. Für 20 Primogems. Ah, vielleicht ist das ein langer Weg hier unten. Okay, dann kann ich das gleich weitermachen. So. Friends. Jessie hat mir eine Friend Request geschickt. Miau. Warum nehmen wir Jessie an? Warum nicht? Request to join. Average PP Enjoyer. Komm, Mr. Average PP Enjoyer.
So, warte mal, ich muss kurz gucken, wo es diese Blumen gibt. Also wenn du willst, kannst du auch gerne hier in den Channel kommen, Yannick. Oh hell, ja, du hast instant geultet. So, komm. Wo gibt es die Blumen? Da gibt es die... Okay, okay. Pass auf, wir müssen nach Inazuma gehen. Wir müssen nach Inazuma gehen, ja. Warte, Yes. warte. I carry memories of Hi, can you help me with domain? Oh hell, yeah. Wo müssen wir denn hingehen? Warte, Inten... Warte, ich mach 15. Da beim Schiff. Zwischen den zwei Inseln. Ja. Antworte erstmal deiner komischen Ollen da. Hab ich. Ein Brief. Warum habe ich einen Brief bekommen? Es gibt irgendein Web-Event neues anscheinend. So, Party-Setup. Hier, wir machen... My Man wird... Wir nehmen den Doc, den guten Furry nehmen wir. Und als Charakter, welcher Charakter kann sich gut selbst heilen? Warum nimmst du fucking Dings mit? Weil... Der ist Level 20. Ja, der darf auch nichts machen. Das Einzige, was er machen darf, ist mir sagen, wo die Ressourcen auf der Map sind. Genau da. Weil er hat halt dieses passive... Alter, lass mich doch dahin jetzt. Er hat halt dieses passive Talent, dass er mir sagen kann, wo die Ressourcen sind auf der Map. Und dafür muss er halt im Team sein. Und ich brauche echt viele von den Blumen. So. Welche Blumen brauchst du denn? Diese roten? Ja, diese roten. Genau die. Dendrobium. Yes. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Da, oh, perfekt. Der Doggo hat zum Glück eine gute Nase. Obwohl, eigentlich muss ich gar nicht kämpfen. Du kannst ja einfach... Oh, hier hast du eine Daily Quest, glaube ich. Wo ist hier? Meinst du wegen den Boys, die da sitzen? Ja, nee, das ist keine Daily Quest, das ist ein Random Event. Okay, dann wollen wir doch für dich das Random Event machen. Oh Gott, sie verprügeln mich. Ah! Und dann hast du gerade nicht random geultet. Ja. Damn, du hast mich so hart electrocuted. Nice. Aber egal, du heilst mich auch ein bisschen, also alles gut. Sollte gar nicht mal so wenig sein, was ich dich heile, glaube ich, oder? Ja, aber ich habe halt ultra viele Leben. Ich habe halt 34.000 Leben in Total. Deswegen. Ja, nee, ich weiß ja nicht, wie viel. Warte mal, komm mal her. Where you at Moment? Müssten 2500 sein. Ja, oder 2300. Ah, nicht mehr, nein! Jetzt bin ich über Half-Life. Damn. Gut. Nicht gut. Ich hab schon wieder geheilt. Ich hasse es. Geheilt. Geultet. Einfach ausflex, dass du den nicht brauchst, so. Hier ist noch einer und bei den netten Jungs ist auch noch irgendwo einer. Ich bin jetzt halt die Elden Ring Steuerung gewöhnt. Oder stimmt, du spielst ja Genshin mit dem Controller. Ja, und dann drücke ich halt Y, um Sachen einzusammeln. Ja. Und hier ist halt Y nicht gut, wenn ich das drücke. Ja. Und du meinst, du bist nicht so der Fan von der guten Farosan? Nicht, die wirkt halt übel arrogant. Ja, übel das stimmt. Das ist aber bei den meisten Charakteren so, die irgendwelche Researcher sind. Ja, das kann sein. Oh, hallo Robin, wie geht's dir? Oh mein Gott, wo Zeugnis, Robin? Wo Zeugnis? Ich habe noch kein Bild gesehen. Du hast Freitag Heute gesagt. ist Freitag. Du hast Freitag gesagt. Warte, irgendwo hier in der Richtung haben wir auch noch einen übersehen.
Obwohl, nee, wir machen erstmal die Richtung. Ich bin einfach so. Nee. Du lauf einfach voraus, ich lauf dir einfach hinterher. Für wen brauchst du die Blume überhaupt? Kuchosara. Oh. Sag was Falsches und du wirst gebannt, Hier Lulis. ist. Ja, hier ist noch eine Hier ist noch Beute, da einer. ist noch einer. Da ist noch Oh, hell, ja, einer. mein Lieblingsgegner. Eine Hydro Mami. She dead. Gleich. Oh. Janik. Das hört sich nicht nach einer Ausrede an. Ausnahmsweise. Gleich. Oh, hell yeah. Okay, so jetzt können wir wieder zurückgehen. Oder? Warte, wo waren die noch? Ja, hier dürften wir die bis zum Ende gesammelt haben. Der einzige Spot, wo es die Dinger gibt? Nee, es gibt noch 2 andere, wo wir gleich hingehen können. Okay. Warte, hier ist noch irgendwas auf der kleinen Insel. Ach nee, das ist im Wasser, nevermind. Nee, Michael, der soll mir ein Bild schicken, dafür brauchst du nicht hermoven extra. Ja. Hier sind welche, die du übersehen hast. Ja. Ja, nach da, das ist die gerade angezeigt wurde. Jetzt können wir nach da links gehen. Da dürften welche sein noch. Und direkt beim Schiff wahrscheinlich auch. Also erst zum Schiff Nein, oder erst nach links? Mach nicht, erst nach links. Mach nicht, Michael, bitte. Holy fuck, der ist bei mir gerade kurz verschwunden. Die Gegner oder das? Ja, der Gegner. Das sah echt funny aus. So, da auf der kleinen Insel ist irgendwas. Oh ja, da sehe ich schon die rote Blume. Our bond is strong. Ah, ihr seid einfach keine Gegner. Oh, hell no. Go. Oh, neuer Drop ist angekommen. Let's go. So. Also ich war mir echt nicht sicher, ob das geht, aber dass es geht, das macht mich schon sehr glücklich. Ja. So, Erik, jetzt noch 2 Stunden, dann habe ich die guten 30 Primer Gems. Let's go. Nice. Oh, da sind Hydro Slimes. Willst du hier links nicht lang gehen und dann zum Schiff rüber? Oder? Nee, ich wollte rechts rüber und dann zum Schiff, weil wir ja nach da hinten auch noch lang müssen. Hab es ihm geschickt. Oh, Yannick, guck schnell auf dein Handy. Ja, ist ja gut. Warte. Das ist der Moment, wo du seit, keine Ahnung, einem Monat jetzt drauf wartest. Das stimmt. Einfach 40 Fehltage, was zur Hölle. Aua. Wie viele davon unentschuldigt? 2. Das ist akzeptabel. Ja, das geht. Warte mal. Was war bei den Noten nochmal was? 1 war ja sehr gut, gut war 2, befriedigend war 3. Was waren 4, 5 und 6? 4 Also ist 6 ausreichend, 4 ist ausreichend. 5 ist mangelhaft. Ja. Und was ist ungenügend? 6, oder nicht? Ziemlich sicher. Never, oder? Nein, das kann nicht 6 sein. Oder andersrum. Mangelhaft und ungenügend. Warte, das muss ich googeln. Warte. Warte, was? Michael schreibt ausreichend. Was ist ausreichend? Ausreichend ist 4. Ungenügend ist 6? Never ist ungenügend 6. Steht unten drunter. Ah. Steht unten drunter? Nein! Oh mein Gott, was zur Hölle?
Hat er etwa eine 6? Let's get down to business. Lies-Bemerkung. Bemerkung? Nee, List-Bemerkung. Finally, Alter Vater. Warum, was steht da für eine schöne Bemerkung? Okay, so viele Leute sind nicht im Chat, das ist in Ordnung. Da kann Oder ich sonst das... kannst du mir auch auf WhatsApp schreiben. Nee. Okay. Bei beständiger Anwesenheit, ja doch, bei beständiger Anwesenheit könnten bessere Arbeitsergebnisse? Ja doch, Arbeitsergebnisse erzielt werden. Uff. Wie viele Fehltage darf man nochmal haben, bis überhaupt irgendwas bewertet werden kann? Ich habe keine Ahnung. Weil damit hatte ich tatsächlich nie Probleme. Es gibt nämlich noch eine zweite Bemerkung. Der Abschluss ist nicht mehr möglich. Oh mein Gott. Oh, da hat mir was Robin. geschrieben. Was, warum sind jetzt Silly Shirts? Willst du mich move? Okay, warte. Wir wollen jetzt die Rechtfertigung hören. Robin, erzähl mal, was da los? Statement. Statement? Statement. Hatte ein paar Probleme in der Schule mit den Schülern. Du hast 40 Tage gefehlt. Du hast bis auf die Fächer, die nicht unterrichtet worden sind, nur Sechsen. Ja. Ich werde die Klasse nächstes Jahr nochmal machen. Michael, um das jetzt zu begründen, deinen absoluten Rage, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich beim besten Willen nicht gerechnet, dass es so gravierend ist. Vor allem, weil er dich auch straight up angelogen hat. Nee, erst dachte ich wirklich, das wird so. Das ist Bullshit, das never. Ich habe Arbeiten mitgeschrieben. Wenn es auch nur 2 waren, glaube ich. Du hast gesagt, dass du 7 Fehltage hättest. 7? Ja, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren auch nur 7. Warte mal. Ja, aber ich wiederhole die, beziehungsweise ich mache nächstes Jahr nochmal einen Hauptjob. Geht das überhaupt noch? Ja, mein Lehrer erklärt das. Aber das ist dann halt einfach dein allerletzter Versuch. Dann hast du halt keine Wahl, dann musst du dich anstrengen. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt, nach dem Jahr bin ich ja noch nicht mal mehr schulpflichtig. Das macht's nicht besser. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, das macht es definitiv nicht besser. Spielt jetzt schon 3 Stunden Genshin. Ja. Ich habe heute schon Uno gespielt. Ehre. Mit ein paar Freunden. Gerade eben war ich noch ein bisschen was trinken. Was man mit 16 kaufen darf, wenn du fragst, ja nicht. Nee, das wäre mir voll scheißegal gewesen. Ich habe mit 17 habe ich mich auch schon komplett voll betrunken. Sag sowas nicht. Naja, ich wäre doch fast verreckt. Ja, ich weiß. Da habe ich sogar geweint gehabt. Damn. Ich war einfach nur sehr verwirrt, weil da war ja, glaube ich, Nico bei mir und einfach auf einmal schreiben alle in die Gruppe: Oh Yannick, wir denken an ihn, was zur Hölle, wir hoffen, es geht ihm bald wieder besser. Und Nico hat die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle, was ist da passiert, und es hat einfach keiner geantwortet und die haben weiter nur sowas da reingeschrieben und wir haben uns gedacht, was zur Hölle. Yannick hatte noch nicht mal Kopfhörer dort und hat dann solche Billig-Kopfhörer mit einer Zeitung bekommen.
Ich hatte einfach straight up gar nichts da und der fucking Dude neben mir hat mich einfach komplett mit irgendeinem Scheiß vollgelabert. Uff. Der hat auch versucht, sich umzubringen, aber der hat einfach die falschen Medikamente genommen. Was ein Idiot. Der hat sich einfach ich glaube, der hat sich einfach Ibuprofen reingejagt oder sowas. Ibuprofen. Ja, und erstmal mit Ibuprofen umhauen. Also Oh, Michael, du lernst doch hier fucking Erziehung und so einen Scheiß. Ist so, mach mal. Weißt du, wie viele fucking entschuldigte Fehltage man haben darf? Entschuldigt ist es, glaube ich, egal. Ich glaube nicht, dass es... Ja, Pädagogik. Geht doch in die gleiche Richtung. Erziehung und Pädagogik. Ja. Also, come on, das ist, ne? Fast dasselbe. Warte, ich glaube, ich muss dich mal ein bisschen leiser machen. Zwei Seiten einer Münze. Nicht wirklich. Lass mich in Ruhe, Michael, das ist das Gleiche. Was? Warum ist Hutau gestorben? Ich glaube, 10 unentschuldigte Fehltage. Ja, aber unentschuldigt, ne? Unentschuldigt, ja, und dann müssen die das nur den Ämtern melden. Wenn du 5 weitere danach noch hast, nachdem es gemeldet worden ist, dann hast du ein Problem. Aber ich weiß auch, das würde mich jetzt gerade mal interessieren, wie viele entschuldigte Fehltage du da haben darfst. Okay, so, es gibt jetzt nur noch eine Area, wo ich die Blümchen pflücken muss und dann ist perfekt. Man aus seinen Fehlern lernen, ist die Frage. Die große Frage, hups. Ganz, ganz große Frage, Michael, ganz, ganz große Frage. Robin, ich hoffe, du hast auch den Chat gelesen. Michael hat dir Pro-Life-Choices gegeben. Also Michael, du hast keinen Plan, wie viele entschuldigte Fehltage man haben darf, sagst du? Also ich glaube, es ist halt echt egal mit den Entschuldigten. Nur du musst, glaube ich... Also keine du musst Ahnung. safe ein Drittel darfst du maximal fehlen oder irgendwie sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach... Weil du musst ja... Achso, er guckt gerade nach. Es gibt keinen festen Satz. Das ist wahrscheinlich nicht, dass du so Fehltage haben darfst, sondern dass du bei den einzelnen Fächern jeweils eine Prozentzahl anwesend sein musst. Okay. Ja, weil er hat jetzt theoretisch... Na, was heißt theoretisch? Er hat über einen Monat gefehlt. Ja. Weil ab einem gewissen Satz, den du fehlst, sagen die Lehrer ja auch, alles klar, das kann ich nicht bewerten. Ja, genau. Aber dann steht da, glaube ich, nicht 6 drin, oder? Dann steht da, glaube ich, irgendwie steht das anders drin, oder nicht? Ja, genau, da wirst du sonst das hast du aber nicht nur bei den, das hast du nicht nur bei den Unentschuldigten, das hast du auch bei den Entschuldigten. Spreche ich aus Erfahrung. Weil mit 18 darfst du dich ja selber kannst du dich ja selber entschuldigen. Ja, und dann haben die es halt bei uns an der Schule irgendwann so gemacht, dass du halt irgendwie ab 3 Tagen fehlen musstest du ein ärztliches Attest abgeben. Oh hell yeah. Das gab's bei uns nicht. Ja, es war bestimmt bei uns auch, weil es dann halt auf einer Berufsschule war, wo die meisten eh schon über 18 waren in der Oberstufe. Ja, wir fehlen ist normal. Wie meinst du das 3 Tage fehlen ist genau? Achso, normal. Nö, bei uns musstest du das auch nicht bei 3 Tagen fehlen. Glaube ich zumindest, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, er meint ja aber wie im Beruf. Ja, klar. Oh mein Gott, wo ist das Kackding? Ja, im Beruf ist es dann definitiv Pflicht, Paul, aber ich bin mir nicht sicher. Aber bei einer normalen Schule weiß ich es nicht, ob du es da auch machen musst. Also wir mussten es Ja, damals also in der nicht. Schule ist es, glaube ich, nicht normal. Ja, also, dass die da eine Sonderregelung oder sowas auch in der Schule... Wie gesagt, bei uns war das nicht. Nein, das war bei uns nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich das nie gemacht habe, dass ich da... Aber es kann auch sein, dass ich da
zwischendurch einfach da war. Ich weiß es nicht mehr. Wo ist hier dieses was? Dendrogama oder wie auch immer das heißt. Haben mich gesagt, ab 20 Tagen kann die Schule was machen. Aber das ist dann vermutlich auch nur so ein, da können wir was machen, müssen aber nicht, schätze ich mal. Ja, glaube ich auch. Als ob das hier nicht ist. Da ganz hinten. Das musst du erstmal in deinem fucking Lebenslauf, dann bei einem fucking Vorstellungsgespräch irgendwem erklären, wie du es geschafft hast, so lange in der Schule zu sein. Weil mit wie vielen Jahren hat man seinen fucking Hauptschulabschluss? Mit 15 oder 16? Normalerweise schon. Eingeschult worden. Alter, Vater. So, ich glaube, das war alles in deiner Welt. Sind dann 13 Jahre mit nächstem Jahr. Ja, doch, kommt hin. Was? Michael, ich hab in fucking einer Stunde, bei einer Stunde, wenn du eine Stunde guckst, habe ich, glaube ich, dass du insgesamt 3 oder 4 Minuten Werbung hast. Du hast alle paar Minuten, irgendwie habe ich, glaube ich, auf 2 oder 3 Mal aufgeteilt, dass da jeweils 1 Minute Werbung läuft. Ich glaube, innerhalb von einer Stunde läuft 3-mal 1 Minute Werbung. Oder ohne beschwer dich nicht, sub doch einfach rein, dann hast du keine Werbung mehr. Ich kann dir das gleich zeigen, also ich will jetzt live on Stream das komische Interface nicht öffnen, aber Darfst du das überhaupt? Ich denke schon, aber ich glaube, da könnte, also wenn da mein Stream-Key steht, ist eh Ende, aber Richtig. Also, mach es am besten mal lieber nicht. Ja. Ich würd's nicht machen. So ist es. Arbeit für ihn, wen soll ich ihn noch bezahlen? Ja, wo kommen wir denn hin? Also wäre schon ehrenhaft. Ja, wirklich. Warte mal, Michael, lass mich mal gucken, wie es diesen Monat aussieht. Lass mich mal kurz gucken, dann heulst du nicht mehr so viel rum. So, Yannick, ich gehe jetzt zu Jesse und helfe der bei einer Domain. Ja, mach das, ist kein Problem. Okay. Ah. So. Dann danke, dass ich deine Welt leernuckeln durfte. Ja, kein Thema, ich gehe auch gleich wieder runter. Ich muss nur gerade was nachgucken. Naja, du kannst ja theoretisch hier bleiben und noch ein bisschen tolle Sachen erzählen, weil... Obwohl, ja, ich glaube, ich mache gleich noch ein bisschen die Story von Farosan und dann höre ich auch... Oder vielleicht höre ich auch gleich schon danach auf zu streamen, mach noch einmal den Boss, weil... Ich werde langsam wirklich müde. Alter! Danke, Yannick, für den Giftsub. Sehr Gar ehrenhaft. kein Problem. So, ich gehe jetzt wieder runter. Bis dann. Ja, bis dann. Das war dein zweiter Giftsub schon. So. Gucken wir doch mal, wie ich der guten Jessie helfen kann. Erik, ich habe mich vertan. Ich wollte den Jungs gerade unten nochmal das Zeugnis vorlesen. Es sind Fehltage 40, davon entschuldigt 2. Oh! Oh mein Gott. Ja. Ah ja, okay, dann sind 38 und das ist ein kleiner Unterschied. Ja. Gut, bin wir unten. Jo, bis dann.
Danke für das Geschenk, Abu. Du netter junger Mann. Wenn man Eis There mitnehmen are soll, leaves around. dann kann ich endlich meine And I know Ganyu mal just the auspacken. tune to accompany them, if you wish to hear it. Und Zhongli. Perfekt. Michael, Ganyu musst du dir auch angucken. Ganyu ist auch eine Mami. Guck sie dir an, sie ist auch hot. Und das ist der Geo-Daddy. Der absolute Daddy. Der Daddy der Daddys. Gather! Born of ice and frost. No, my sword. Solidify! This is order! Access denied. For Rex Lapis. Ich sehe nicht, wann meine Schüsse aufgeladen sind. Das ist so viel Bullshit hier. Als ob diese Domain legit nur ein paar Slimes sind. Was zur Hölle? Oder kommt jetzt noch ein krasser Gegner? Ah, okay. Here to play with me. I will have order! So, bleibt da. Solidify! No touching. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Nochmal. Das sieht nach einem ganz klaren Nein aus. Next on the agenda. Warte, welche Domain war das? Ah, für das Crimson Witch Setup, damn. Oh my goodness. Damn. Also, das ist ein Satz, der hört sich jetzt gar nicht mal so toll an. All will be revealed in the next volume? Oh, drat. Where I'm from, if we didn't keep moving, we'd freeze to death. Literally. Damn, ich bin nicht der Sniper-König.
Komm, du Arsch. Alter. No time to lose. Naja, das sind ja irgendwie keine krassen Gegner. Dann kann ich auch einfach ohne Cryo reingehen mit nur Tartaglia und Bennett. Obwohl, ne, das wäre halt nervig, wenn er seine Fähigkeit nicht mehr hat. Oder Kasor und Bennett, das wäre auch funny. Nehme ich legit Kasor und Bennett? Ja, warum nicht? Into the wind. Clouds high. The birds fall. That hurts. Teamwork is dreamwork. The wind knows me. Time to go. One with nature. Going in. Oh, Let's light it up. That's gonna tread carefully. Fallen leaves adorn my night. Let's light it up. Adventure time. Teamwork is dreamwork. Into the wind. Ow. Clouds high. The birds call. Alter, kriegt man hier viel Energy wieder, was zur Hölle? Oder habe ich einfach nur so dumm viel Energy geschaut? Everybody stand back. Eigentlich nicht. Let me amuse myself. The wind knows me. Fallen leaves Rain outlines adorn your my fate. night. Let's light it up. Wo ist sie? Teamwork is dreamwork. Das war schneller als davor. Kasor ist halt praktisch, weil die alle groupen kann, aber... Ja. Time to act. Bam. Komm, geh nicht raus, mach auf Play again. Ich glaube, Jesse spielt am... Ich glaube, Jesse spielt am Handy. Weil die ganzen ehrenlosen langen Ladezeiten kriegt man, glaube ich, nur auf dem Handy hin. Es dauert halt einfach Jahre, bis hier in die Domain wieder reinkommt. Das ist schon funny. Aber egal. Das ist eher erstaunlich, dass das Spiel überhaupt so gut auf dem Handy läuft. Into the wind. Let me read you a verse. I'm going in. As one with wind and cloud. Aua. The wind knows me. Let's light it up. Everybody stand back. One with nature. Fallen leaves adorn my night. Rain outlines your fate. Witness the power. I'm going in. Fleet clouds high. The birds call. Ja, kommt her, meine Sliming-Freunde.
Let's light it up! No, my son! One with nature. Let's light it up! Body here, everybody stand! Fallen leaves, adorn my night! Let me weave you a verse. The wind knows me. Into the wind! Let's light it up! Adventure time! Let's go. Oh, 2 Minuten. Du warst diesmal so viel langsamer. Yes. Ah, das ist ja doch schlechtes Internet. Benny, When will I get 5-star artifacts? The wind knows me. Clouds high. The birds call. witness the power of Gopa! Let's light it up! Everybody stand back! As one with wind and Time cloud. to go! Let's light it up! One with nature. I'm going in! Here to play. Damn, das ging schnell diesmal. Let me leave you a verse. Adorn my night. Ich will das nicht mit Elektro-Chargen. The wind knows me. Everybody stand back! Let's light it up! One with nature. No, my sword! Body and mind. Let's light it up! Erstmal ein bisschen Motivation. Ist immer wichtig, immer wichtig. Oh, ow! Where did that come from? Haha, me too. Good things come to those who... Last time. Oh, ow! Where did that come from? Teamwork is teamwork! Clouds high. The birds call. Into the wind. Das hat wieder richtig clean funktioniert. Also, wenn ich halt Glück habe, dass der gute Kasor das richtige Element mit seiner Ulti aufnimmt, dann geht's richtig los. Everybody stand back! Fallen leaves. Adorn my night. Oh, ich glaube, es ist wieder Pyro geworden. Let's go. Into the wind.
Aber wenn der sich halt denkt, ja, Elektro ist es, dann ist er was halt. Teamwork is dreamwork. Higher, higher, fire. Oh. Let me have a go. I'm going in. As one with wind Witness and the power cloud. of Guwa. The wind knows me. Let's light it up. Let's go. 1,40, das war wieder besser. Damn, Kaso ist happy. Findet auch. Oh Gott, warum kommen die jetzt zu mir? Nein. Oh mein Gott, was? Er sniped einfach. Nein, komm. Oh, sie haben aufgegeben, oder? Nee. No problemo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Das war doch wunderbar, wir konnten mir noch wem helfen. So, jetzt mache ich noch ein, zweimal, oder ich glaube nur einmal noch den einen wunderbaren Boss und dann war es das auch für heute. Dann habe ich 4 Stunden wunderbar Genshin gemacht. Ja, perfekt, einmal den Boss noch. Party Setup. So, und wenn alles glatt läuft, dann gibt's morgen wunderbar Diablo 3. Vielleicht auch ein bisschen Genshin, mal sehen, wie das läuft mit Diablo, aber ich denke hauptsächlich Diablo. Mit dem guten Michel und Yannick und Hannes. Je nachdem, wie es dem guten Hannes dann geht, weil er erst noch ein bisschen feiern ist vor dem Tag. Und wenn er sich danach natürlich fühlt, als wäre er gerade so am Leben, dann ist natürlich nicht so viel mit Diablo, vor allem weil der ist, der ist mit Ahnung.
Oh. Witness the power. So, komm, jetzt aber Zeit zu sterben, mein Freund. Danke. Juhu. So, jetzt können wir noch einmal schnell in den Teepot gucken, was da so abgeht. Aber ich kann mich auf jeden Fall schon mal bedanken fürs Zusehen. Für die wunderbaren netten Chat-Interaktionen und dafür, dass ihr mir geholfen habt, meinem Genshin-Stream-Ziel ein bisschen näher zu kommen. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, morgen nächster Stream. Ich hoffe, dann sind wieder einige dabei. Bald Friendship 10 mit vielen. Und 420 von den Medals. So, was kann ich mir Schönes leisten? Das sieht doch nett aus. Let's go. If you ever... So, dann. Bis dann. Tschüss.